Hallo und herzlich willkommen zu Agatha Christie, heißt das so im Englischen? Der ABC Murders. Ein weiteres Point-and-Click-Adventure, dem wir uns heute mal annehmen werden. Ich freue mich drauf und wünsche uns ganz viel Spaß. Ich mag es, diese Dinger zu machen, diese Intros. Spielen! Sammeln Sie Ego-Punkte, indem Sie so handeln, wie Hercule Poirot es tun würde. 18. Juni 1935, Poirots Wohnung. Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot, you fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police. Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Andover on the 21st of the month. Yours extra, A.B.C. Oh, it's some sort of joke. Maybe, but please remind me to inform Chief Inspector Japp. Great Central Railway Official. ABC. Oh, wer ist er? Was ist mit seinen Haaren? Er sieht ein bisschen gruselig aus. Muss ich ehrlich gestehen. Bestimmte Gegenstände Ihres Inventars können verändert werden. Sehen Sie. Ich komme nicht mit Lesen hinterher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme nicht so ganz hinterher. Und ich werde gleich euren Kram lesen. Ich will nur erstmal... Okay, wir sind der Herr in rechts. Wir sind Hercule Poirot. Der mit dem Hut. It's here, Poirot. The murder took place in this street. Grim place indeed. Tout à fait, Hastings. The streets of Andover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Japp. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. Let us try not to get our shoes wet. We need to be careful. Neues Ziel, Japp treffen. Okay, so jetzt. Hey, hey, ja, ist etwas her. Bei mir war ein bisschen was los. Was Gutes oder was Schlechtes? Ich hoffe, was Gutes. Grundlegend geht's mir gut. Ich hoffe, euch auch. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Wir haben die 5 Teile von Baphomets Fluch alias Broken Sword gespielt. Wir haben sie alle gespielt. Krass, ne? War ein Erlebnis. Der 5. Teil war wieder sehr gut. Ich habe gehört, du machst für mich dieses Wochenende die Kehrwoche. Dafür bin ich sehr glücklich. Also mach mich nicht traurig. Keine Ahnung, was die Kehrwoche ist, aber ich gebe mein Bestes. Den Kehrweg fegen und die Biotonne sauber machen. Warum gehört das so? Kehrwoche, warum gehört da die Biotonne dazu? Was? Hilfe. Klicken Sie auf einen Dekorbereich, um dorthin zu gehen. Wenn der Cursor seinen Zustand verändert, halten Sie die Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Cursor auf die gewünschte Aktion. Okay. Reden. Da ist ein Kuhbild und da ist eine Katze. Und da sucht jemand eine Katze. Alle 5, holy moly. Jaha. Wir haben sie echt alle 5 jetzt durchgespielt. Was ist das? Was ist das? Kleine graue Zellen. Ist Diebstahl das Motiv des Verbrechens? Weiß ich nicht. Soll ich da draufklicken? Notizbuch. Verbreden. Irgendjemand muss die Biotonne sauber machen. Die quillt über Formaten. Das hatte ich mal in unserem kleinen Bio-Eimer. Oh, das war so widerlich. Das war so eklig. Ich leide jetzt mit dir. So, reden wir nochmal mit ihm. Don't dilly-dally, Poirot. Japp will be waiting for us. Ich finde es sehr knuffig, wie er rumläuft. Findet ihr nicht auch, dass er irgendwie sehr winzige Füße hat?
Kennst du keine Angler? Denke mal, die würden sich freuen. Uh. Fruit and vegetables. Hallo. Over here, it's Hastings and Poirot. You missed the 9 o'clock train? We took the 10:30. Luckily, the service is good to Andover. So, Chief Inspector, what do we have? The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check. Nutzen Sie die Momente, in denen Ihr Gesprächspartner beschäftigt ist, um ihn zu beobachten. Sie erhalten Indizien zu seinem Gemütszustand und seiner Persönlichkeit. Links klicke auf Jab, halte die Maustaste gedrückt, ziehe anschließend nach links und wähle Beobachten aus. Das klingt ein bisschen kompliziert. Ich klinge jetzt nicht bei jedem und frage, ob er Angler ist. Das wäre gut. Entschuldigung, sind Sie Angler? Ja, wieso fragen Sie? Also die Biotonne ist voll mit Maden. Wenn Sie Lust möchten, können Sie die jetzt alle bitte einsammeln. Danke. Hallo, Mr. Finch. Herzlich willkommen. Prost. Danke, dass du nur Snackmausi gemacht hast und nicht auch Gemüsemausi. Das kannst du dann später machen. Oder jemand anders. Das wäre der Wahnsinn. Sind Sie Angler? Ich hätte hier Maden für Sie. Ja, das wäre super, oder? So, Pupsis. Wir machen das hier. Aber ich muss jetzt aufstehen. Wer sagt, dass ich fertig bin? Hallo, du musst jetzt erstmal Shabani begrüßen. Der ist nach langer Zeit mal wieder da. Party. Oh, warte, habe ich nicht ein Kommando dafür? Wartet kurz. Ich muss nachgucken. Party? Ja, es gibt jetzt Gemüse. Ja, wir haben jetzt ein Gemüsekommando. Ja. So, wartet. Meine Snacks sind die hier. Die Reisdinger, Reiscrackers. Und Mäusi kriegt jetzt das hier und Schnecki ist gerade nicht hier. Möchtest du was? Ja, komm her. Ja, komm. Du musst schon herkommen, Pupsi. Mausi ist glücklich. Ich leg hier noch ein paar hin und gebe noch schnell Schnecki weg. Gleich wieder da. So. Jetzt komm mal. Ja, ansonsten, was kann ich denn sonst noch erzählen? Wir spielen Final Fantasy 16 aktuell als Rollenspiel. Ach so. Samstag wollte ich sagen, aber es gab eine Änderung, Shabani. Wir streamen jetzt sonntags statt Samstag. Okay, also ich muss ihn jetzt anklicken, die Maustaste gedrückt halten und dann auf Beobachten. Finden Sie 3 Indizien, die Poirots Bemerkung entsprechen. Bewege die Maus, um die Blickrichtung zu steuern. Das ist alles. Is Jap being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Hä? Leichtes Lächeln. Was ist das dritte Indiz? Stolz gezogener Hut. Fertig? Oh. Jap is in a good mood. I bet he thinks he's already caught the culprit.
The last customer to see Mrs. Asher alive left her shop at 5:30. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. What type of woman was Mrs. Asher? In her 50s, married but separated, no children. Her husband? Aha, Franz Asher, the husband. Alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Do you think he's guilty? We'll look for Franz Asher. If he doesn't have an alibi, the case is closed. A very unoriginal murder. Peut-être. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Klicken Sie auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um die Symbole der Menüs sowie das Inventar anzuzeigen. Sonntags so. Da ist man mal ein paar Minuten weg und auf einmal ist alles anders. Paar Minuten. Den Tatort untersuchen. Opfer. Alice Asher. Sie ist Eigentümerin eines Tabakladens. Sie war mit Franz Asher verheiratet und lebte aber allein. Sie wurde in ihrem Tabakladen mit einem Schlag auf den Hinterkopf ermordet. Das wissen wir, obwohl wir noch gar nicht drin waren. Sie ist in den 50ern und lebt in Andover. Aha, aha. Okay. Was haben wir hier? Ich verstehe nicht, was das macht. Sind das Tipps? Ja, wir haben uns entschieden... It's food and vegetable shop as a front row seat. Therefore, an employee might have noticed something. Wir haben entschieden, dass wir mal das ausprobieren wollen. Mal gucken, wie es ist, sonntags zu streamen. Einige waren dafür. Mal gucken. Nussbert hat dich übrigens auch vermisst. Oh, danke der Nachfrage. Wie geht es Mausbert und den Kitties? Danke der Nachfrage. Ja, stimmt. Ich habe Nussbert vergessen. Es tut mir leid. Mausbert geht's gut und den Katzen auch. Heute waren wir fleißig. Wir hatten heute frei. Und dann waren wir im Kino und haben uns Teenage Mutant Ninja Turtles angeguckt. Hier den neuen. Und dann haben wir in seinem Zimmer noch ein bisschen rumgewühlt. Alles schöner gemacht. Sonntag, größer Samstag. Ja, ich weiß, du magst das sehr, ne? Ihr Fortschritt wird automatisch gespeichert. The place is unusually tidy for a crime scene. Geordnete Zeitschriften. Gut aufgeräumtes Regal. Frisch gewischter Boden. Keine Spuren auf dem Boden. Nothing suggests any sign of a fight. Das klingt nach einem erfolgreichen Freitag. Ja, war es auch. Also, dein Zimmer ist jetzt noch schöner und aufgeräumt wieder und so. Und wir haben jetzt halt Sachen an die Wand gemacht. Das hat noch gefehlt. Seitdem wir umgeräumt haben und so. Was ist das? Gegenstände verbergen Geheimnisse hinter komplexen Mechanismen. Sie sind an der Reihe, sie aufzudecken, um herauszufinden, was sie verbergen. Beobachten Sie den Gegenstand aus allen Winkeln, indem Sie die Maustaste gedrückt halten und die Maus verschieben. Zoomen Sie heran, indem Sie mit der linken Maustaste auf einen Gegenstandsbereich klicken. Zoomen Sie mit der rechten Maustaste weg oder indem Sie auf das Symbol Pfeil klicken. Einige Elemente bewegen sich, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und sie verschieben. The tail does not appear to have been touched. I have to check that nothing is missing from it. Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen komplexer als
andere Point-and-Click-Spiele. Oder bilde ich mir das nur ein? Ah, a mechanism has just made a fan click. Ja, jetzt ist es nicht mehr gedingst, ne? Ja, jetzt ist es offen. Was? Was heißt das? Bin schon bei den Leichten überfordert. Also wir haben es jetzt auf jeden Fall geöffnet. Was bedeutet das? Die 5 müssen wir vielleicht klicken? It would be best to examine the rest of the till. Was? Aber da ist eine 5. Ganz klar. Oh, warte, da ist eine... Soll das eine 8 sein? 8, 5, was? 8, 5, was? Was? Noch nie? It is blocked by something. Was klemmt? Warte, muss ich doch so machen? Hallo? Hä? Wieso ist die Hand weg? Wieso kann ich das jetzt nicht mehr bewegen? Ah. Nee. The till is full of money, but there is something strange. 8, 5, 2. Something is hidden underneath. Die underneath. Okay, ich verstehe. Ja. Zurück. Jetzt 8, 5, 2 hier. Ne. Ja, damit. This must be the key to the back of the shop. Wir haben Ego-Punkte gesammelt. Um einen Gegenstand aus dem Inventar zu benutzen, ziehen Sie es auf ein Dekorelement oder eine Person. Die Gegenstände im Inventar können genauer untersucht werden. Klicken Sie dafür auf einen Gegenstand aus dem Inventar. No, was? Ah, da. Beobachten Sie den Gegenstand aus allen Blickwinkeln, indem Sie die Maustaste gedrückt halten und die Maus verschieben. Detektive Mausi hat nichts verlernt. Oh ja. Oh, ich hatte also im 5. Teil, ne, von Baphomets Fluch, hatte ich echt gute Momente. Da habe ich Sachen gesehen, also da wusste ich instinktiv, was ich machen muss. Das war echt gut. Aber dann gab es auch wieder Sachen, da wusste ich einfach nicht, was sie von mir wollten. Okay, an dem Schlüssel ist nichts dran. Es ist ein Schlüssel. Mausi ist im Pfad. Ja. So, sammeln Sie... Ja, hier, das will ich mir mal angucken. Was ist denn das? Red liquid is oozing out. Is it blood? Erdbeeren! No, it's just some strawberries that are losing their juice. They probably come from the fruit and vegetable shop opposite. Ich mag es, wie ihr redet irgendwie. Ich finde es irgendwie sehr, sehr, sehr süß. It's not just any railway guide. It's an ABC. Warte, hatten wir nicht einen Typen gesehen, der genau das sich angeguckt hat? It's open at the letter A. Ja. There are no prints on the book. Was hat er gesehen? Einfach nur vom Angucken hat er gesehen, dass es keine Fingerabdrücke gibt? Aber hier sind ganz viele The Fingerabdrücke. counter is covered with fingerprints all on top of one another. Unfortunately, it will not be possible to use them. Schade. Na gut. Neue verfügbare Frage. Wie kommt ein ABC-Kursbuch auf die Theke? That is the question. We have. Oh, da kann There ich are auch. cigarettes packets in a mess on the shelf. Okay, gucken wir uns mal das Opfer an. She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Ich sehe keine. Wo denn? She has a packet of placed cigarette next to her hand.
Did she drop it when she fell? Ach, das hier ist das Blut. Oh, ach so. The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop's door. Many customers must have thought that Mrs. Asher had popped out. Ja. So, Poirot, any news? Any news? So, an ABC guide with no fingerprints but prints all over the counter. Normally, the tobacco shop does not sell ABC guides. Exact. Mon ami, could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Hatte Poirot einen Helfer? Also habt ihr irgendwie mal Filme geguckt? Diesbezüglich? Wurde Mrs. Asher vor Ort getötet? Ist Diebstahl das Motiv? Ich weiß immer noch nicht, was das heißt. Kleine grauen Zellen. Hier bringen Sie Poirots kleine grauen Zellen zum Einsatz. Das Ziel ist es, die Fragen, die er sich stellt, zu beantworten, indem er Verbindungen zwischen den Indizien herstellt, um daraus auf eine Antwort zu schließen. Fahren Sie mit dem Cursor über die Hinweise, um Ihre Beschreibung zu sehen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen Hinweis oder auf die Hinweise, um sie zur Beantwortung der Frage auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Es klingt kompliziert. Er selbst glaube ich nicht. Aber ja, es gab wohl Inspektor Jebb. Miss Marple hatte aber einen Helfer. Okay. Die Leiche wurde gegen 23 Uhr entdeckt. Keine Wertsachen in diesem Laden zu verkaufen. Kein Kursbuch im Tabakladen zu verkaufen. Die Ladenkasse ist intakt und voll mit Geld. Also ich glaube nicht, genau, Diebstahl ist nicht das Motiv. Es wurde kein Geld geklaut und es wurde nichts durchwühlt. The motive is definitely not financial gain. There is no sign of a struggle and the till has not been forced or emptied. Aha, aha. Ja. Ein schlaue Klugi. Habe ich schon genug Sachen? Blutlache in der Nähe des Kopfes. Gegen 23 Uhr. Lebend. Keine Spuren auf dem Boden. Das weiß ich noch nicht. Okay. Auf dem Buch sind keine Fingerabdrücke. Sie wurde lebend gesehen. Keine Wertsachen wurden verkauft. Buch unterschrieben mit ABC. Ach, Brief unterschrieben mit ABC mit Mordankündigung in Dover. Ja, das und das, oder? Aber eins fehlt noch. Der Mörder hat es als seine Unterschrift zurückgelassen. Alles klar, dann bis gleich, Mr. Finch. The murderer deliberately left behind this ABC as a signature. The absence of fingerprints and the fact that it is open at letter A for Andover leaves little doubt. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, ich bin gerade voll gut. Mrs. Ashers Zimmer durchsuchen. Okay. 2 von 3 Fragen haben wir beantwortet. Oh. Hier fehlt noch eine Sache. 4 von 5. Oh, wieso ist er rausgegangen, wenn ich bei 4 von 5 war? She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. Wenn ihr irgendwas seht, sagt Bescheid. This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Was ist denn das Fehlende? The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop's door. Many customers must have thought that Mrs. Asher had popped out.
Nani? I can't see any other mark on the floor. Ah. Okay. Erstmal drauf kommen, ne? Na gut. Gehen wir mal nach hier. Private, keep out. Okay. Wahrscheinlich. The door is locked. Ja, okay, natürlich ist sie locked. Wir nehmen aber das da. Pato! Das ist ihre Wohnung. Was ist das hier? Ist das der Lichtschalter? Ein Bett. Ein gruseliges Bild. Wieso ist da Blut? An inscription in German. Souvenir of our honeymoon in the Black Forest. To my Alice forever, Franz Ascher. Das The hat er Ashers sogar. were a lovely couple when they were young. Er hat sogar gesagt, dass das ein deutsches Ding war. Ich will mir das doch mal angucken und mal lesen hier. Eine Erinnerung an unsere Hochzeitsreise im Schwarzwald. An meine Alice. Für das Leben. To my Alice forever, Franz Ascher. Oh. The Ashers were a lovely couple when they were young. Ja. Cuties. Was ist das? Did Alice Asher suffer from nosebleeds? Ja, das ist die Frage, aber warum ist dann hier was? Blood. Ja. Wo ist der Blatt? Hier haben wir was und da haben wir was. Gehen wir erstmal da hin. Wie er mal so dasteht, ne? So. Ja, also ich bin jetzt hier, ne? Gucken wir uns das mal an. Was ist das? Oh, ich kenne sowas. Wir müssen diese Blume bewegen und die muss bestimmt in die Mitte. These drawings appear to be attached to the chest of drawers. They won't move. Ja, weil da hier so Dinger drin sind. Die sind fest, ja, okay. Hallo? It is blocked. No. Way. Hier sind so Dinger. It is blocked by something. Okay. Wir haben das alle. These drawings appear to be attached to the chest of drawers. They won't move. They won't move. Okay, gucken wir uns das mal an. Such a pretty decoration should be at the center of the motif to respect the symmetry. Hey, mach mit. Also, das kann ich also nicht bewegen. Okay. Ein Weg könnte der hier sein oder der hier, ne? Hey. So. Achso, das geht nicht. Dankeschön. Sieht aber gut aus, ne? Guck mal, mein Abendbrot. Eine Pizza. Mit Brokkoli und Dönerfleisch und Sauce Hollandaise und Käse. Dankeschön, lass dir schmecken. Das sieht gut aus. Und Zwiebeln. Ich wollte noch Zwiebeln. Guten Appetit, Mausi. Lass dir schmecken. Dankeschön. Irgendwie bin ich verwirrt. Ich dachte, es ist vielleicht so, dass es irgendwie
so eine Möglichkeit gibt, so länger sich zu bewegen, aber es geht einfach. Ach, da ist noch ein Ding. Oh, na, das ist natürlich toll. Wieso hat mir das keiner gesagt? Das ist ja, dann ist ja easy. I heard a faint sound as if something was unlocked. Ja, ich habe immer gedacht, ich muss von da oben und das hat immer nicht funktioniert. Ich habe nicht gesehen, dass ich hier unten auch durch kann. It is blocked. Also war es immer noch blockt. Warte mal, ist dieser Knopf rausgekommen? Aha. Okay. Nom, 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 nom. Hab noch keine. Ich glaube, ich hatte bisher noch keine Pizza mit Dönerfleisch drauf. Hattet ihr das schon mal? Also der blaue Vogel ist nach links gedreht. Der andere Vogel nach rechts gedreht. Der normal und der guckt nach unten. Okay, den hier muss ich so drehen. Den hier muss ich auf den Kopf drehen. Der hier muss nach da gucken. Also, jetzt mal ehrlich, wer hat denn, nein, mit Dönerfleisch noch nicht, einmal mit Hotdog, war leider mies. Oh, also wir hatten auch schon ein paar Mal mit Hotdog und an sich waren die immer gut, aber irgendwie kann ich davon nicht viel essen. Ist ganz schnell, dass mir das irgendwie zu viel ist. Weiß auch nicht. Musst zugeben, es ist ein bisschen wenig Sauce Hollandaise. From Mr. Adam Flint, Royal Bank, Eastfield Road, Andover. To Mrs. Alice Asher, 5 Bishops Road, Andover. Dear Mrs. Asher, further to your request of 12 February 1935, I have informed my superiors of your wish to apply for a loan to acquire the lease of the shop you rent from Mr. Fairfax. Despite the seriousness of your case, I regret to inform you that your request has been denied. The amount of your personal contribution, £11, is not high enough and represents too small a part of the final transaction. I remain at your disposal for any questions. Adam Flint. Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop, but will largely cover her funeral costs. Also ich habe noch Sauce Hollandaise. Ich könnte sie jetzt drauf machen, aber sie ist halt nicht warm gemacht oder sowas. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ja, das sind meistens die Ami-Pizzen. Die sind generell sehr überladen. Also eigentlich schmecken sie immer gut mit den Würstchen und den Röstzwiebeln und alles, was so dazugehört. Aber ich kann davon irgendwie nicht viel essen. Medicine. Oh, die wie hier. Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher, and Dover Morley Laboratory, London. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. What a strange box. It looks like you have to slide the slats of wood to open it. Ja, das sieht ja verrückt aus. Ich habe mich hier und da durchprobiert, aber ich bevorzuge die italienische Variante. Dünner, grosser, einfacher. Ich mag es auch, wenn die, also bei Pizzen einen dünnen Teig haben und auch der Rand nicht so mega dick und fluffelig ist. Ich finde auch, dass es knusprig sein muss.
It is blocked. Das ist dein Lieblingssatz, ne? It is blocked. It is blocked. Aha. This button appears to activate the mechanism. Was ist jetzt hier hin? Verrückt. Da. That should do it. Ach so. Who is this young woman? Wahrscheinlich sie, oder? To my dear Aunt Alice, Marie Drauer. Have you found anything? The victim has a niece. We must find her. I think I've looked everywhere here. Let us see if I can find any more information in the shop's surroundings. Wie einfach alles in dem Game ein Rätsel, Box oder ein Minispiel ist. Ja, alles, ne? Ist voll krass. Was haben die denn bitte alles für Zeug in ihrer Bude? This interior is very simple. Mrs. Asher lived very simply. Er war jetzt aber schon so, ja, ich bin hier fertig. Dabei war I've ich noch nicht finished fertig. with this subject. Okay. If you say so. Sie ist Alice Ashers Nichte. Eine Blutlache in der Nähe des Kopfes. Ja? Mrs. Asher was killed here. The absence of marks in the shop and the regular shape of the blood stains indicated beyond a doubt. Bin voll gut. Und wo sind meine Ego-Punkte, die ich habe? Ich weiß es nicht. Ah, gut. Dann gehen wir mal. Let's go. Die bleibt aber auch einfach, die wird nicht irgendwie weg, ne? Oh, jetzt ist hier Gemüse und so. 4p a letters, a lovely large letters, 4p only. A bottle of poor quality vinegar. The smell could awaken the dead. Hallo? Beobachten wir sie mal. This woman appears to be a smoker. Wie kommt man nur darauf? Wie ein Profi gemacht. She's a big smoker. She must have been a customer at the tobacco shop.
Guten Tag, werte Dame. Ja. Did you know Alice Asher well? And for starters, who are you? I'm Hercule Poirot, the detective. You're foreign, that's for sure, with your accent and your odd way about you. And you're here about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her. Please try and help me, madame. Why should I help you? For your beautiful moustache? Heh. Come on, move along now. You're scaring away my customers. Echt? Please, do not be ridiculous. Was machen wir jetzt? Sagen, dass das Opfer zu ihr gekommen ist, sagen, dass sie in den Tabakladen gegangen ist, sie beschuldigen, zu lügen. Prost. Weiß nicht, bin nicht sicher, was wir nehmen sollen. Beschuldigen ist immer gut, aber ist das nicht immer ein bisschen zu harsch? Schreckt das solche Leute dann nicht eher ab? Sind sie dann nicht eher stinkig? Was ist das für ein Geräusch? Ich finde Beschuldigung irgendwie gerade zu krass. Na gut, machen wir's mal. One thing is certain. You are lying. So I'm a liar, am I? Mhm. Get away from my stall! Wir haben sie beleidigt. Das lief nicht so gut. Rustikaler Beichtstuhl. Okay. Sie besitzt einen Obst- und Gemüseladen. Sie raucht und war bestimmt Kundin im Tabakshop. Ich finde es ein bisschen ungenau. Welche sie... Ja, ich hätte das mit dem Tabakshop nehmen sollen, glaube ich. Kann ich nochmal mit ihr reden? You again? I've nothing to say. Na, ich hätte doof. Ja? Ja, warum höre ich nur auf dich? Kannst du dich mal irgendwo anders hin bewegen? Oder wie? Strawberries, 6 pence a pound! Hey, Poirot. Is the greengrocer causing trouble? I'll sort her out. No, please, leave her, Chief Inspector. I'll get her to talk later. I found the victim's niece. She's waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. I'll question her. Okay. Ja, genau. Wieso hörst du auf Zombie? Ich weiß auch nicht. Was machte Miss Asher gerade, als sie ermordet wurde? Ich glaube, sie wollte Zigaretten gerade verkaufen. Und vielleicht aufräumen. Weil sonst war alles aufgeräumt. Okay. Das ist es nicht. Da fehlt uns noch was. Was macht er? Mrs. Asher? Achso. Können wir ein Zeitfenster bestimmen, in dem Mrs. Asher ermordet wurde? Es fehlt ein Indiz. Warte, das heißt, es fehlt bei dem anderen gar kein Indiz? Was ist das hier? Was passiert hier? Uns fehlt ein Indiz. Aber das heißt, das hier müssen wir schaffen können?
Sie nahm eine Schachtel Zigaretten aus dem Regal und wurde dann wahrscheinlich von hinten so pitschüp. The murderer probably pretended to be a customer. He hit the shopkeeper from behind as she turned around to serve him. Genau das habe ich auch gerade gesagt. Ach, Hercule, wir sind einfach auf derselben Wellenlänge. Wir verstehen uns einfach. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Fusetee. 0,3 Liter. Pfirsichgeschmack. Naja. Okay. Dann gehen wir mal rein und dann vielleicht können wir nochmal mit ihr reden. Oh. Die Leiche ist weg. Wo ist sie hin? Jap had the body removed out of respect for the victim's niece. His attention is commendable. Was ein guter. Guten Tag, werte Dame. Is her grief sincere? She appears to be very upset. She's dressed in mourning. She looks fragile. Sie kann aber nicht so gut weinen, wie es Pearl getan hat am Mittwoch. Warte mal. Also. Nancy Bodley. Wir wissen schon, wie sie heißt, obwohl wir überhaupt nichts aus ihr rausgekriegt haben, ne? Hallo? Hä? Wieso kann ich jetzt nicht mit ihr reden? Ah, was jetzt noch? You're looking at me rather strangely. Was? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Please excuse me, Mademoiselle Drauer. Ich bin verwirrt. Warum konnte ich das nochmal machen? You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Your aunt did not have any children, is that correct? No, she was separated from her husband. What do you think about Franz Ascher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Fragen, ob sie geglaubt hat, dass der Ehemann irgendwann zur Tat schreiben wird. Nee, fragen, ob Alice Angst vor ihrem Ehemann hatte. Was your aunt afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. Mhm. Did your aunt enjoy good health? She had a bad throat, but she was well cared for by a doctor in London. Sie ist erleichtert. Okay. Does Franz Ascher work? All he's done for years is drink and gamble, but he used to be a very good cabinet maker. What does he live on? My aunt used to give him 5 shillings a week. Fragen wir mal, ob sie einen Grund hatte, ihm zu helfen. Wahrscheinlich hat sie ihn immer noch geliebt, ne? Why did she support such a goods for nothing? He was her husband. She couldn't leave him with nothing. Mhm. I understand. You have been of great assistance, mademoiselle. Please take this young lady home. My pleasure. Well, this Franz Ascher does not seem to be quite so dangerous as Jap says. And since Alice Ascher gave him money regularly, it was not in his interest to kill her.
Mhm. Ihre Tante war ihre einzige Familie. Sie bestätigt, dass Franz gewalttätig war, aber er fürchtete seine Frau. Ihre Tante gab ihrem Ehemann 5 Schilling pro Woche. Wie viel sind denn 5 Schilling? Mhm, 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 mhm. Mhm. Es fehlt immer noch ein Indiz. Wow, let's go. Also hier ist mit, also sie ist gut, aber mir ist definitiv... We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. There must be some way of sobering him up. I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away. Ja, also sie ist ganz gut, aber mir ist sie definitiv zu wenig fürs Hollandaise. Muss ordentlich was drauf sein. It's Alice Asher's notebook. Ah, that's interesting. It probably contains information about her possible debtors and creditors. Hä? Bodley. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Maybe Drower was telling the truth. Mrs. Asher regularly gave money to her alcoholic husband. A box of new stockings. Nein. Brauchen den Essig. Er hat gemeint, damit kann man auch die Toten zurückholen. Deswegen. Guck mal, da läuft immer eine Ratte lang. Oder eine Maus. Sie des Mordes an Alice bezichtigen? Your fruit is rotten. What? A foreigner dares to say that? According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear. Ich habe nicht geguckt, wie viel es war. Hat jemand geguckt, wie viel es war? Wie viele Schulden es war? Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you, but I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Listen, I didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? 6 o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Schulden ignoriere ich aus Prinzip. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not alarmed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France.
Her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. Was ist das die ganze Zeit für ein Geräusch? I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. Let us now try and get our brain cells to work. Können wir ein Zeitfenster bestimmen, in dem Mrs. Asher ermordet wurde? Warte mal. 18 Uhr war sie ja schon tot. Können wir dieses Zeitfenster verkleinern? Und warum? Alice wurde zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr ermordet. Stimmt, weil sie 17:30 Uhr zuletzt gesehen wurde und 18 Uhr hat sie schon... So klug. Sie schuldete Alice Asher 10 Pfund und Alice Asher schuldete ihr Geld. Sie hat die Erdbeeren um 18 Uhr im Tabakladen abgestellt und niemanden gesehen. Strawberries, 6 pence a pound. Strawberries, 6 pence pound. Gehen wir mal zum Herrn Franz. Gucken wir mal, was er auf dem Herzen hat. Und warum er immer so viel trinkt. Schnüffeln Sie. Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbors, and... No one's seen anything? Or rather, it's anything and everything. Am I wrong? No. Yeah. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. Erstmal beobachten, ja. This man is in rather a bad state. Er hat ein blaues Auge. Er hat Blut an der Lippe. Und seine Kleidung ist kaputt. No, ja. This man has been fighting and he smells of alcohol. Guten Tag. What were you doing yesterday at the time of the crime? Can't recall. You had been drinking again. The occasional slap, sir, that's all. And you cannot even remember how you ripped the coat? I got it stuck in a door. Er ist durcheinander. Sich lustig machen über ihn, weil er verhauen wurde. Wie gemein. Asher, look me in the eye and tell me that you were in a fight.
I'm looking. No, I wasn't in a fight. You are right. Looking at the state of you, you did not defend yourself. So someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him? Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you fought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. But he's not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money, that appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Oh, eine Rekonstruktion. Ja, ich kann danach mein Gemüse essen. Rekonstruieren Sie den Verlauf des Verbrechens, indem Sie die möglichen Aktionen des Mörders auswählen. Prost! Ich muss mir gleich was zu trinken holen. The killer enters the shop. Mrs. Asher turns around to greet a customer. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. He then places the ABC upside down before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Naja, das war ja jetzt auch nicht so schwer. Also, der hat ja die ganze Zeit davon geredet. Asher has a strong alibi and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it, the murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Bien, let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon, then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Es war jetzt sehr komisch, wie er die ganze Zeit so hin und her geguckt hat. Jedes Mal, wenn die geredet haben. Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot and a wart just below his shoulder blade. Woher weiß er das? Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do, then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I will go and see. Das hier seine Wohnung?
Der hatte ein Krokodil stehen. Wir machen mal den Ventilator an. Warum steht der... Some cool hair. Warum steht er so da? Er war Schreiner, momentan arbeitet er nicht. Er ist alkoholsüchtig, gewalttätig und aggressiv. Laut Jeb wurde sein Alibi bestätigt. Gegen einen Brief, okay. Ich hole mir mal kurz mein Trinken und gleich das Gemüse. Auch wenn der Kohlrabi, wahrscheinlich esse ich den nicht mehr. Der war schon so bitter das letzte Mal. Dabei habe ich mir den extra am Mittwoch, hatte ich mir den gemacht und Freitag war er schon bitter. Naja, bin gleich wieder da. Ganz cool. Wieder da. Ich habe trinken. Erdbeergeschmack. Und ich habe Gemüse. Da. Ich habe mir doch ein bisschen Kohlrabi drauf gemacht. Mal gucken, ob er immer noch, also ob er jetzt noch bitterer schmeckt oder nicht. Was ist denn ein Indiz benutzen? Hilfe. Er ist nicht mehr bitter, aber er schmeckt jetzt irgendwie nach nichts. Kohlrabi. It is not the right time. Warum nicht? Oh, da kann ich was angucken. Andover, Hampshire, population 31,200 inhabitants. Naja, jetzt eine weniger. 31.200. Ist das ein Hinweis? Kann mich im Spiegel angucken. Ich glaube, ich will das Stückchen Pizza nicht mehr.
Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The end of our affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your attention to Bexhill-on-Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. What are you doing, Mousy? The next crime will be in Bexhill. We must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. Überlegung. Mäuschen, was tust du da? Let us examine this more closely. Certain characters in the two letters may have similar defects. Yes, this I is weird. Yes, the A appears to be quite unusual. Let us examine the characters in this word. Was? Was hat ihr gemeint? That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Ah, okay. Let us examine the characters in this word. No, I already saw that the letter A was slightly off-center in the two letters. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Let us examine the characters in this word. Bin verwirrt. Let us examine the characters in this word. Ich verstehe nicht, was er will. Yes, this I is weird. However, the characters in the two words do not match. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. Okay. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Ich verstehe nicht, was ich hier tue. Let us examine the characters in this word. Nothing to report for these characters. Let us Warte mal, examine erst hat another er- word. Welches ist das, dass er erst Let us das Ü examine the geschrieben hat und characters dann in this Mr.? word. Nothing to report for these characters. Let us examine another word. Das D vielleicht? Let us examine the characters in this word. No, this character does not appear to have any defects. Let us I do examine not another word. understand. Hat jemand eine Idee? I do not understand. Aber ich verstehe jetzt das A und das I. Aber was ist da noch irgendwie ganz besonders?
Punkte und die Kommas sind fett, sehr fett, aber sonst... Ja. Let us examine the characters in this word. Wechsel für B ist gleich nächster Tatort. Ja. I don't see Aber anything wir in sollen particular. gerade, also wir gucken Let us look at gerade, another word. ob die Briefe von derselben Person sind, glaube ich. Und das I ist ein Indiz und das A. Aber anscheinend gibt es noch irgendwas, weil wenn ich Backseal und C auswähle, was wähle ich da drüben aus? Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The end of our affair went like Stimmt, ja. clockwork, don't you feel? Ich nehme mal das But the verwaschene fun B. has only just started. I would like to draw your attention to Bexhill on Sea on the 25th of this month. We're Idee. having a crazy time. Best wishes. ABC. ABC. It's just me. Hallo? Okay, ja, dann machen wir mal Wishes. The W is not printed properly. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Okay. Both letters were written on the same typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brain cells to work. Was war so besonders am Andover-Mord? Das da und das da. Nee. Auf jeden Fall der ABC, das ABC-Buch. Ach so. Andover und Alice Asher beginnen mit A. Was kann man über das nächste Opfer sagen? Der Name des nächsten Opfers könnte mit einem B beginnen. Ja. So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Japp. I will explain there. Wie die ganze Zeit so dasteht. Whitehaven verlassen. Oui, let's go. Ja. Kann mit ihm nichts machen. Okay, ne, dann gehen wir halt. Oh, warte, nein, wir gehen noch nicht. Oh, wir sind doch gegangen. Chips. Whitehaven Jones. Wer bist du? It may be time to go to Scotland Yard. Ah ja, okay. Let's go. To Scotland Yard, please. Das Laufen ist ein bisschen komisch gemacht irgendwie. Das macht mir nicht so. Das finde ich nicht so cool. Aber gut. Also wenn es so ist, ja. Aber manchmal ist die Kamera so nah. Und da weiß man immer nicht, wo man überall hinlaufen kann. Hallo. Beobachten, was macht er denn gerade? Er ist ja beschäftigt. Japp appears to be snowed under. Oh no. Guckt euch an, wie viele Zettel da liegen. Hallo? Hier hat er ganz viel auf seinem Stapel. Oh, hier, da, Telefon und so. Und er guckt bestimmt ganz ernst. Nein.
Sind es doch diese Zettel? Tasse mit kaltem Tee. Oh, okay. Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. I suspect that the name of the second victim will start with B. What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So, it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Bien. We should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends. Polizeistation, Endgegner, Zettelwirtschaft. Auf jeden Fall. Poirot? Chief Inspector Jap, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill. An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. Bexhill. Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not entirely agree. Walking at the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot. Do not be offended, Hastings. I can see Jap waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. Ich habe überhaupt nicht geguckt, wie lang dieses Spiel überhaupt ist. Aber wir sind jetzt schon beim B vom ABC-Mörder. Das Spiel irgendwie voll kurz? Nee, oder? 7 Stunden. Warte, heißt das, ich müsste heute... Nee, ich glaube nicht, dass ich 7 Stunden spiele heute. Aber heißt das, ich müsste heute eine Losung machen? Bin nicht vorbereitet. Ich dachte, das geht ein bisschen länger. Ich muss mir angewöhnen, vorher zu gucken. Auf welche Weise wurde das Opfer ermordet? Das wissen wir noch nicht. Kapitel 2. Wieder. How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine. Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. Hastings?
Ich finde es erfrischend. Wartet, ich muss mal kurz. Für ein Krimi-Game. Über viele Wochen seine grauen Zellen einzusetzen, kann auch anstrengend sein. Erinnere dich an Eleanor. Oh ja, guck mal, da ist eine Krabbe. There is no doubt about it. Bexhill has one of the most beautiful beaches in the area. War anstrengend. That's true. This hut is locked. This hut is locked. Aber ich muss mir angewöhnen, vorher zu gucken, weil locked. ich muss ja entsprechende Losung machen. Ach, eine Verlosung. Auslosung. Wie hatten wir es The genannt? padlock is locked. War es jetzt eine Verlosung oder eine Auslosung? Ach, jetzt bin ich unsicher. Ja, wir haben den Namen ein bisschen geändert und wir haben eine Anpassung gemacht. Und zwar, wartet, ich muss jetzt kurz gucken. Auslosung heißt es jetzt. Und wir haben nämlich jetzt, das ist auch passiert, Shabani, wir haben jetzt, man kann jetzt doppelt mitmachen bei einer Auslosung. Man kann ein Los und ein Doppellos setzen. Damit seine Stimme zweimal vorkommt. This hut is locked. Ja, ja. There is no doubt about it. Let's go, Poirot. Schauen wir uns das mal an hier. Sie wurde erwürgt. These marks have been left by a rope or a braided cloth. A braided silk belt. It may have belonged to the victim. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. The guide is open at the page for the Bexhill train times. Zweimal für dasselbe Game oder 2 Stimmen für 2 Spiele? Und wie kann ich mir das aussuchen? Naja, wir haben es doch bisher so gemacht bei einer Auslosung, dass jeder ein paar Punkte investiert hat und dann ist er in den Lostopf geworfen worden und wurde random der Sieger gewählt. Und jetzt, genau, und jetzt ist die Chance zu gewinnen doppelt so hoch, weil dein Name einfach zweimal vorkommen wird in der Auslosung auf dem Rad und somit hast du eine höhere Chance. Genau. She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. The young woman wasn't wearing shoes or a coat and was not carrying a bag. That's strange. Mhm. Either the murderer stole her belongings or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. Let us now try and get our brain cells to work. Unsere kleinen grauen Zellen müssen arbeiten. Auf welche Weise wurde das Opfer ermordet? Achso, es ist nicht. Ja, auf jeden Fall durch den geflochtenen Schal. Achso, ich habe das Falsche drin. Ach, sie hat sich nicht gewehrt. Das Opfer wurde überrascht und mit ihren eigenen Gürtel erdrosselt, ja. The poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work. Schon wieder? Welche gemeinsamen Punkte gibt es zwischen dem Mordfall in Andover und dem in Bexhill? Der Mörder unterschreibt seine Verbrechen mit einem ABC-Kursbuch. Wurden die Verbrechen von Andover und Bexhill vom selben Täter begangen? Verletzung am Hinterkopf. Die
Presse weiß nichts von dem ABC-Kursbuch in Andover. Die beiden Morde wurden vorsätzlich von demselben Mörder begangen. The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. Okay. Also, kann mich gar nicht daran erinnern, dass dafür Punkte eingesetzt wurden. Auf einmal kostet wieder alles hoch, was? Auf einmal kommt wieder alles hoch. Die Kosten in diesem Stream war ja schon immer desaströs. Kredite und Organhandel waren schon im Gespräch. Laber doch nicht! Gar nicht wahr. Es hat schon immer Punkte gekostet. 5000, die kostet es immer noch. Aber wenn man das Doppellos nimmt, dann muss man nochmal 50.000 hinblättern. Damit man sich das genau überlegt. Das war vorher schon so. Und bei uns kostet alles Punkte. Ihr sammelt Punkte durchs Zugucken. Also müsst ihr das auch für irgendwas benutzen. Außer Zombie. Der sammelt für weiß ich nicht was, aber ja. I am the outsider. Okay, ich bin kurz mal weg und fütter mal die Katzis. Ich bin gleich wieder da, okay? Ich beeile mich. Trinke noch was. Prost. Und dann bin ich gleich zurück. Bis gleich.
Bin wieder da. Es ist so warm hier drin. 26 Grad. Eben war es mir irgendwie voll warm. Herzlich willkommen, Sarahiko. Hallo, herzlich willkommen. Was? 50.000 Punkte für eine zusätzliche Chance bekomme ich dann einen Goldumschlag mit einer singenden Nachricht, die mir sagt, dass ich gewonnen habe? Oder wieso 50.000? Ich habe das so hoch angesetzt, weil ich weiß, dass der Zombie immer ein bisschen traurig ist, wenn er nicht gewinnt. Und ich dachte, damit man eine höhere Chance hat, dann kann man ein zweites Ticket einlösen. Aber ich wollte nicht, dass jeder 2 Tickets einsetzt. Deswegen habe ich das höher angesetzt, damit man sich das genau überlegt und sagt, ist es das wert, so viele Punkte auszugeben? Deswegen. Sieh dir das an, Zockermausi. Ich bin ein armer Schlucker. Und da willst du mir noch das letzte Hemd ausziehen. Jetzt muss ich Nussbert erklären, warum es dieses Jahr kein Weihnachten geben wird. Armer kleiner Kerl, ob das sein winziges Herz überstehen wird? Hä? Aber das sind doch Käsewürfel, die du durchs Zuschauen sammelst. Das hat doch jetzt übertreibst du ein bisschen, ne? Du musst nur wieder ordentlich zugucken. Dann ist das easy peasy. Easy peasy. Geldschnecke. So. Und ich esse jetzt noch ein Joghurt mit der Ecke. Kirsche Mascarpone. Es war bis zum 20.07., aber das ist ja bei Joghurt nicht ganz so, oder? Riechen tut's noch gut. Okay, wir müssen zur Nummer 6 laufen. Warte, das ist das hier. Da ist die Zahl umgedingst. Überlegung. The number is upside down. This is definitely at number 6. Was ist das? 715? In der Regel, wenn er kühl gelagert wurde, dürfte da nichts fehlen, solange der verschlossen war. War beides. Also er war im Kühlschrank und er war nicht offen. Warum? Milchprodukte, die einen Monat über dem MHD sind, das ist schon echt suspekt. Findest du? Jetzt verunsichert mich nicht. Joghurt mit 3% Mascarpone und 23% Fruchtzubereitung. Bei Milchprodukten wäre ich da mal vorsichtig. Du denkst an Fisch, da kann man das MHD ignorieren. Also ihr würdet ihn nicht mehr essen? Shabani würde ihn essen, ne? Shabani möchtest du mal kosten? Sagst du mir dann, ob er gut ist? Also ihr meint, ich würde ihn essen. Zombie, willst du mal kosten und mal gucken, ob er noch gut ist? Merkt man das aber nicht irgendwie? Einfach öffnen, dran riechen. Also riechen tut er normal. Kleine Fingerspitzenprobe. Schmeckt normal. Also es riecht jetzt auch nicht irgendwie schlecht. Ich dachte, bei Joghurts ist da auch, also ist das da nicht so. Also wenn er nicht offen war und so. A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key.
So. Open sie durch. In diesem Sinne, guten Hunger. Ich esse den jetzt, glaube ich. Ich bin It aber auch definitely ein was bisschen... here that the victim left her belongings. Bin jetzt aber auch ein bisschen verunsichert. The purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motive for the murder. Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top brand lipstick. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. Ein Foto, das in der Strandhütte gefunden wurde. Es zeigt das Opfer neben einem jungen Mann. Ein hübsches Paar. Da steht nichts dabei, ne? Okay. It definitely was here that the victim left her belongings. Ach, das. Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Bernard? 1931, 87. Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a Ginger Cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a Ginger Cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. Jetzt bin ich verunsichert, jetzt esse ich ihn doch nicht. Ihr habt mich zu sehr verunsichert. Man kann sich ganz gut an dem Geruch und dem Geschmack orientieren. Wenn das passt, ist alles gut. Ausnahme sind zubereitete Speisen mit Gewürzen. Ja, aber jetzt bin ich unsicher, ob das wirklich so schmecken muss. Wie es schmeckt. Menü. Sie hat im Ginger Cat als Bedienung gearbeitet. Ach so. Nee, brauche ich nicht machen. Wenn etwas über dem Verfallsdatum ist, dann ist er das nicht mehr. Egal, was es ist. Wo wollen wir hin? Wir wollen gehen, ja? Ich habe gerade nicht so aufgepasst gehabt, muss ich zugeben. Oder warte mal, wollen wir nicht gehen? Wollen wir hier vielleicht gucken? Could it be the same buildings as on the victim's photo? Oh ja, das ist dasselbe. Das ist dasselbe. Ja, ja. Sie hat genau da gestanden. Nani? Wieso hier? Wieso? Okay. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Ja, ich will ja, dass du dahin läufst. Warum läufst du nicht dahin, Junge? With all these tourists, these shops must be thriving. Hastings appears to be ill at ease. He appeared to be relatively indifferent to Mrs. Asher's murder, but a young woman's murder seems to be troubling him
I fear that this case is far from being solved. Come on, Poirot. You'll find the killer. Certes. But how many times will he kill before I do? Ah oui. I'll be with you in a minute, gentlemen. It's Marion. This is a well-laid table. Nothing is out of place, and above all, no creases. Es hat schon ein bisschen so What a diese... pity. I don't have any chance to make it work. Bisschen so diese, L.A. Noir-Vibes, finde ich. Kann sie anscheinend nicht begutachten. Hä? Manchmal verstehe ich nicht, was ich machen muss. Wisst ihr? Oh, ich kann jetzt hier nochmal was begutachten. Ja, oh, meine Frisur sieht noch ganz gut, aber ich habe da was im Ohr. 3 Ego-Punkte bekommen. Juhu. Ich bin anscheinend ein Ego. Jo, keine Ahnung, nee. This is a well-laid table. Nothing is out of place, and above all, no creases. Hastings would probably like us to rest here, but the investigation cannot wait. Du hast recht, so geht's mir auch. A delightful dabei. cafe. So this is where Betty worked. Yes, indeed. Let us find someone to talk to. Ach, jetzt kann ich. Beobachten wir sie mal. Something tells me that she's the owner of the ginger cat. So, weil es Ginger Cat heißt, ja. This Okay. woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. Excuse me. How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. I need to know the time range during which Betty was working on her own. Where is Betty? Ja. Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? This page won't help me. Okay. Kommende Woche ist ja Gamescom. Fahrt ihr dahin? Nö. Du? These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Ich muss noch mal kurz hier gucken. Ja, nee, nicht die.
This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Betty wasn't serving on her own at these 2 times. Let's keep searching. Ich bin nicht sicher, welche Schrift es ist. Die hier ist es nicht. Also die hier sind raus. Ich glaube auch nicht, dass es die ist. Nö, ist nicht geplant. Vielleicht nächstes Jahr mal. Aber ich dachte, für euch kommt das in Frage. Du Mausbett, ihr zockt ja beide gern. Ja, schon. Aber ich weiß nicht. Ich bin kein Con-Fan mehr. Das ist mir irgendwie zu anstrengend. Immer mit so ganz vielen Leuten sind da ja immer. Und keine Ahnung. Irgendwie ist das nicht mehr so mein Ding. Sie hat so geschwungen und schreibt alles zusammen. Und sie macht so... Warte, das hier ist es. Die 1 ist genauso. This bill may have been written by Betty. There is probably Die 1 another ist one. so komisch geschwingt. Most probably a single man. A whiskey lover. Maybe the murderer? No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Wie lange hat sie gearbeitet? 7:30 Uhr. Most probably a family. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Ich bin nicht sicher. Wem ist das? Most probably a single man. A whiskey lover. Maybe the murderer? Okay, hab's gefunden. Betty served a family and a man on his own. A whiskey drinker. Maybe the murderer. This information will help me to progress. What? Gentlemen, what are you doing? We are searching for clues, mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. What can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You did know at least that she had a young man. Indeed. This photo was found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. Do you think there may have been some problems between them? I'm not on those sort of terms with my staff. Now, please excuse me, I have work to do. The customer who ordered the whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes.
At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Zu Bettys Haus in die Nummer 22 der großen Straße gehen. Schießt die Eigentümerin, sie weiß nicht viel über das Privatleben ihrer Angestellten. Aha, aha. Let's go mit dieser Musik. Du, 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 du. Ja, es gibt hier irgendwie... Achso, die sehe ich hier gar nicht. Boni und so. Nein, nicht. Nein, lauf einfach. Nein, lauf, bitte. Wieso wird es... Wieso? Nein, ich will jetzt gehen. Gehen will wir. I think we've gone past the Barnard's house. Luckily for me, you have an exceptional sense of direction, Hastings. You are a great explorer. Oh, ach so, die wohnt direkt auch noch hier. Was ein Zufall. Wow. How do you do, mademoiselle? My name is Hercule Poirot. I know you. You're that detective we hear all about. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe? Yes. My name is Megan. Can we come in? Please do. Please do. Can we check everything here? My parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry, we will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Poor Mommy. Mommy? Jetzt musste ich an Bayonetta denken, also an die Kleine, an Ceresa. Mommy? The Barnard appeared to make music a priority in their budget. Eine Geige, ein Klavier und ach so, Prioritäten. Their Prioritäten home sind is modest, but the Musikinstrumente. Barnards are definitely music lovers. Aha, aha, aha. Mhm. This gramophone is magnificent. It is a one-off, without a doubt. Ist das ein Kamin oder was ist das? Ach so, es geht nur um den Spiegel. Damit wir wieder Ego-Punkte bekommen. Ja, ja, ich verstehe. Beobachten wir die Dame mal. What is she feeling at the moment? Ich dachte, sie hat ein Handy in der Hand, aber in der Zeit gab es wahrscheinlich kein Handy. Sie hat verschmierte Schminke, ne? Oder? Betty's older sister is not just sad, she is angry. Mhm. Warum sind Sie angry, junge Frau? Was ist los? Oh, was hier? Was kann ich hier? Hastings always pays more attention when young women are being questioned. Mhm.
Er steht auf junge Frauen. Did Betty go out often? My sister wasn't a child, sir. She used to go out. She enjoyed films, dancing. She was a very good girl who didn't hang around with men. That's what they always say, no? Ist zynisch. Sollten wir auf die Wahrheit bestehen oder an ihrer... Sie scheint... Also, sie ist traurig und wütend. Sollten wir an ihrer Trauer Anteil nehmen? Komm. The pain is making you bitter, Mademoiselle Barnard. I'm not interested in your compassion, Mr. Poirot. Très bien, mademoiselle. Could you at least tell me a little about Betty's young man? His name is Donald Fraser, a very nice young man. Okay. Oh, excuse me, I have to answer that. But of course. Betty's room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. Das ist ja ein nerviger Klingelton. This young woman is far too clever not to have anything else for us. Do you think she's hiding something? Oui. That is what I'm trying to find out. Surely you don't think she did it? I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Hastings. Who knows, maybe Megan was jealous of her attractive young sister. I see. She may have had her sights on the inheritance. Or maybe she was in love with Donald Fraser. We have to study all scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. He should be easy to find the estate agents where he works. Bring him to the Ginger Cat. I would like to talk with him before the Chief Inspector finds him. Oh, oui. Mag es nicht, dass er immer so dasteht. Das wirkt irgendwie komisch. Ich sag's, wie es ist. Das ist komisch. Hier was Neues. Die habe ich alle gemacht. Es gibt keine neuen grauen Zellenfragen. Aber meine grauen Zellen müssen sich anstrengen. 28 Jahre, sie ist die Schwester der verstorbenen Betty. Wo ist denn die Betty? Nach was ist das bitte sortiert? Aha. Sie hat Musik gemacht. Sie hat gesingt. It looks like Betty was also a music lover. The same as her family. Mhm. Da ist ein Mikrofon. Da ist eine Metronom und da ist eine Musiknote. Without a doubt, Betty used to sing. La 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 la. Habt ihr am Wochenende was geplant? Oder chillt ihr einfach? Oh, achso, wir betrachten uns wieder im Spiegel. Ja, wir sehen aber auch gut aus. Looking at all the clothes she took out, Betty must have had a problem deciding what to wear. Maybe she had a date? Ein Schäferstündchen heißt Date? A box of new stockings. Would he be It here? looks like Betty has a very busy life. Mr. and Mrs. Adam Leighton Essex request the pleasure of your company at the dance to celebrate their irgendwas 25th wedding anniversary. Saturday the 7th of June at 8 o'clock, the Diamond Club. Und dann the Blue Lobster. Eine Dinnerparty. Und dann Kinoticket. Wow. Für den Film Impossible Love. Eine Karte eines Betty schicken liked luxury and going out. And being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. Mhm. Die Frau wusste, wie sie sich einladen lässt. Die hatte Ahnung. Warte, hat die auch so eine Tablettensache? This small key should be useful to me. Aha.
I've finished with this subject. Okay. Ach nee, warte mal, das ist was I've finished anderes. with this subject. Okay. Aber hier ist doch noch was. Medicine to prevent voice loss. Did Betty have problems with her voice? Sie hatte Probleme mit ihm. Something on this clock bothers me. Morgen bin ich mit einer Freundin unterwegs. Nichts Spektakuläres, aber die Gegend etwas unsicher machen. Das klingt gut. Wenn du Sonntag Zeit hast, kannst du ja vorbeischauen. Morgen bin ich auch unterwegs. This wooden panel is blocked. I can't open it. Boop. Boop. What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands. Ja. The cogs are blocked by these wooden panels. Ja, aber warum kann ich denn nichts? Ich nichts kann bewegen. Ah ja, ich muss ganz nah da dran. Ich verstehe nicht, was ich hier tue, aber ich tue Dinge. Mir passiert hier nichts. Ich geh mal zurück. This metal disc is stuck. This metal disc is stuck. Ha? There, that's better. Vielblättriges Kleeblatt. Ich verstehe es nicht so richtig. This wooden panel is blocked. I can't open it. Ja, aber wofür habe ich den Schlüssel? This metal disc is stuck. I don't understand. The cogs are blocked by these wooden panels. The cogs are blocked by these wooden... The cogs are blocked by these wooden panels. Was ist der Plan? Bin verwirrt, ich verstehe es nicht. Also ich dachte, dass diese Dinger hier irgendwie raus müssen und das heißt, das hier müsste zuerst raus und das, damit dann das und dann das. Aber ich kann ja überhaupt nichts, also hier passiert ja nichts. Nada, niente. Kann ich es wieder zumachen? Ich mach's wieder zu. The cogs are blocked by these wooden panels. The cogs are blocked by these wooden panels. Ich verstehe es einfach nicht. Ich gehe wieder weg von diesem Ding. Achtung. Ja. A record sleeve with an handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. A record sleeve... Something on this clock bothers me. This wooden panel is blocked. I can't open it. There, that's better. This metal disc is stuck. This wooden panel is blocked. What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands.
The cogs are blocked by the... The cogs are blocked by these wooden panels. I don't understand. Also ich verstehe, dass vorne das irgendwie zu aufgeben muss und dass da ein Brief drin ist. Oder sowas. Das verstehe ich, aber... Wofür habe ich den Schlüssel? Nani? Bettys Zimmer durchsuchen. Betty liked luxury and going out, and being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. Looking at all the clothes she took out, Betty must have had a problem deciding what to wear. Maybe she had a date? Der hat Klofest gesagt statt Clothes. Ich verstehe das mit der Uhr nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es macht keinen... Es erschließt sich mir gerade nicht. Ich verstehe einfach nicht, was ich machen muss. There, that's better. Ja, ist besser. This wooden panel is blocked. I can't open it. Also ich habe einen Schlüssel und ich weiß noch nicht, wofür der ist. Er war in Bettys Schmuckkiste versteckt. What a strange mechanism. Warte mal. I don't think it serves to turn the hands. Muss ich in der Mitte? Schlüssel kommt da nicht rein, oder? Verstehe es nicht. The cogs are blocked. The cogs are blocked by the... Ich raste aus. I don't understand this shit. Mann, das ist das erste, wo ich verzweifle, wo ich einfach keine Ahnung habe, was die von mir wollen. Ich bin ganz offensichtlich noch nicht fertig, also das muss wohl noch mehr... A record sleeve with an handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. Du schaffst das, Geduld ist der Schlüssel. Aber ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Hat einer von euch verstanden? Ich kann ja nichts, ich kann diese Dinger da schieben, aber da passiert ja nichts. Das ist total merkwürdig. Something on this clock bothers me.
benutze jetzt ein Indiz. Ist das ein Tipp? Wenn Sie blockiert sind, können Sie das Menü Pause, öffnen Sie das Menü Pause, wählen Sie das Symbol Indiz benutzen, um die automatische Hilfe zu aktivieren. Poirot führt eine Aktion durch, um Sie auf eine weiterführende Spur zu bringen. Nee, sowas will ich nicht. Ah! This decoration appears to be firmly fastened. Man konnte. This wooden panel is blocked. Man kann diese Dinger da drehen. This decoration appears to be firmly fastened. Wer soll denn auf sowas kommen? This decoration appears... Nani? Ja, aber was hat das jetzt gemacht? There, that's better. Ich glaube, du brauchst die richtige Position für alle 4, damit der Mechanismus nirgendwo eine Störung hat. What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands. Nee, ich check's immer noch nicht. Also, das hier hat er jetzt auf... Oh, This wooden panel is... Nee, ich wüsste es nicht. This wooden panel is... Oh, warte mal. This metal disc is stuck. Hä? Ich gucke jetzt. Oder die 4 Regeln haben was mit den 4 Spitzen zu tun. This metal disc is... Aber ich kann ja nur eine Spitze hat der gedreht, die da. Could the screw be slightly loose? Good. It should be possible to open the wooden panel. Gott. Look, a key. 3, 1, 2, 2. This code probably has something to do with the mechanism above the clock. This could be useful. I hate it. This decoration appears to be firmly fastened. Wie soll man denn darauf kommen? Also jetzt mal ehrlich. The central cog is blocked. Ja, ist mir klar. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Kann ich das auch da reinpacken? Nein. Aber hier passiert trotzdem noch nichts. The cogs are blocked by these wooden panels. The cogs are blocked by these wooden panels. Playthrough. Oder Walkthrough von mir aus. Ich muss das verstehen, ich verstehe das nicht.
Wie soll man darauf kommen, dass man das so positionieren muss? Hallo? Kann ich jetzt... Oh. Ein kleiner achteckiger Schlüssel. Der sieht, naja, nicht so richtig achteckig aus, aber okay. Ah ja. Something clicked on the front of the clock. A new lock has appeared. What does it open? Was? Wer hat sowas in seinem Schlafgemach? Also jetzt mal ehrlich. Da ist... This could be useful. Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. Die. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. Das waren zwei verschiedene Personen. Ach, okay, wir reden nicht nochmal über die Briefe. Alles klar. Wo ist denn A Pattys record Schallplatte? sleeve with an handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. Also draußen war was, unten. Hier. Ist die etwa dort drin oder was? Wie hast du sowas nicht bei dir im Zimmer? Cringe, wer heute noch ohne Rätselbox lebt. Ich lebe vollkommen ohne Rätselbox, ja. Ich bin irgendwie dafür zu langweilig anscheinend. Let us see. What is this cupboard hiding? Hier. 2 plus 2, 1 plus 1 plus 1. 4, 4. Ha? Eins, 2, 4, 8, 16, 32. This looks like solfège. Versteht ihr das? Oh. There is bound to be a clue somewhere. Das plus das plus das. Das ist das Ergebnis. Das kann ich also nicht bewegen. Okay. Muss ich jetzt 4-mal die da machen, damit ich dann auf das hier komme? Ist das damit gemeint? This looks like solfège. There is probably a link with what I saw in the drawer. This looks like solfège. There is probably a link with what I saw in the drawer. I don't get it so gut. Ach nee, es sind nur 3. There is bound to be a clue. Okay, warte. Oh, warte mal, es sind nur 3.
1 davon und 2 davon, oder? Ich probiere es jetzt einfach aus. There is bound to be a clue. I heard the sound of a mechanism being triggered. Wo denn? I cannot open it. It looks like the mechanism is blocking it. That doesn't work. Aber irgendwas hat doch... Oh! Nani? Also, die Leute leben alle verrückt. Ich sag's einfach, wie es ist. Es ist nicht normal, dass sie das alles haben. Looks like something goes in here. Ich mach dir mal Klick, aber ich weiß nicht wo und warum. That doesn't work. I must have forgotten a step. Ja, wäre? Hier ist noch irgendwas, aber ich weiß nicht, was hier die Lösung sein soll. Ach, warte mal, was stand denn auf der Disk? 78T? Oh nein, wir können... Oh mein Gott. I just have to put the record on the gramophone and start it. Ja, das ist easy peasy. So mache ich das auch immer. Genau. Oh, Donald. We're in the middle of recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. You're such a killjoy sometimes. Betty was such a good singer. It's true. Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. Wo ist meine nächste Aufgabe? Die Befragung fortsetzen. Die guten alten Schallplattenspieler mit integrierten Rätselsteuerung, wie ich sie vermisste. Das war noch gute Handarbeit, ja, ne? It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. Sie liebt Donald. Oho. Ein feuchter Blick. Keine Verbindung? Sie hat kein She's Internet. looking so intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? Was hatte Betty an ihrem Abend vor? Uns fehlen Indizien. Okay, wir brauchen das gar nicht erst. Mann, jetzt wo ich meine kleinen grauen Zellen mal wieder einsetzen könnte. They made the perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Well? He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong.
fragen, ob Donald eifersüchtig war? Donald appeared to be very much in love with your sister. Yes, he was mad about her. Mad, you say? Being madly in love can often be destructive, and Mr. Fraser was known for being jealous, I believe. No more than average. Men are always slightly possessive, especially when they are with a pretty woman. I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. I hate you! Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you, for that matter. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Protect him? I hope you're not suggesting... That you are Fraser's accomplice? There is nothing to suggest that, at least not yet. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man. Slightly reserved, too. And as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? He'd commit murder. So you were afraid that he would become our main suspect. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Exactly. Had you not told me about the case, I would never have dared to tell you about this little matter. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, Mademoiselle Bernard. Thank you for your help. So, kleine graue Zellen einsetzen, sagt die Frau, die vorhin gemogelt Fraser hat. is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. Poirot. And don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. If you say so. Ja, ist Let us okay. now try and get our brain cells to work. Ich habe gemogelt und geguckt, das stimmt. Aber ich habe es auch einfach nicht verstanden. Was hatte Betty an diesem Abend vor? Sie wollte ins Kino. Sie hat eine Verabredung mit jemand anderem. Betty hat Donald angelogen, weil sie eine Verabredung mit einem anderen Mann hatte. Kannte Betty ihren Angreifer? Vermutlich. Sie ging häufig aus. Der Mann hatte Betty verführt, bevor er sie am Strand zum Strand geführt hatte, wo er sie dann erdrosselt hat. Na nie, das haben wir... Try and get our brain cells to work. Was versteckt sich hinter Megan Barnards Verhalten? Das Opfer war eine hübsche Frau. Betty ging neben Donald mit anderen Männern aus. Megan hat sich das Foto von Donald und Betty eingehend angesehen. Megan wird zur einzigen Erbin der Barnards. Megan verehrt ihre Schwester. Sie ist eine intelligente Frau. Sie mochte Donald sehr. Und sie konnte gut singen. Sie mochte ihn sehr.
Megan hat eine Schwäche für Donald. Ach so, okay. Hatte Megan beinahe ein Motiv, um ihre Schwester zu ermorden? Nee, sie verehrte doch ihre Schwester. Dass sie die alleine erwähnt wird? Dass sie gut singen konnte? Ich verstehe es nicht. Megan war eifersüchtig auf Betty. Haha. Das ging aus den Briefen raus. Okay. Aha. Hatte Donald ein Motiv für den Mord an Betty? Das ist er? Mama. Zum Teil verstehe ich es nicht. Ich gebe es zu. Verlobt mit Donald Fraser. Sie macht es, umworben zu werden und auszugehen. Sie mochte ihre Schwester sehr, auch wenn sie ihr Verhalten Donald Fraser gegenüber nicht gut hieß. Sie arbeitet in London. Ach so. Ja, das mit der Spieluhr war aber auch irgendwie fies, ja? Also da war überhaupt... You've seen Fraser, Hastings. What is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he is a reserved character but with a nasty temper. We will see if this is the case. Ja, also die Uhr war gemein, weil, wie will man darauf kommen, dass du da ein Füßchen und so ein anderes Ding da aktivieren musst, damit da irgendwas passiert. Und dann hast du diese Dinger richtig, also du hattest halt keinen Anhaltspunkt für diese zwei äußeren Dinger und für diese kleinen Bubbles, die du an die richtige Stelle drehen musstest. Das fand ich nicht so. Hättest du mal den Joghurt gegessen, der hätte dir Energie geschenkt. How do you do, Mr. Fraser? You're Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be the right time, but I would like to ask you a few questions. Erstmal beobachten wir ihn. This man looks suspicious. He looks suspicious. Er trinkt sehr viel Alkohol. Er hat Augenringe. Und er hat zerknitterte Kleidung. Okay. Donald Fraser is in a terrible state, as if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Ohne den Mund zu öffnen. Leave me alone. Niemals, du wirst mir eine Frage beantworten. Tell me that it's a mistake. That Betty isn't dead. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. What do you mean? If she had listened to you, she would still be alive. Should I take that to be a confession? With that sort of thinking, you must send a lot of innocent men to prison. Under different circumstances, I might even find you amusing, sir. Sir? It's no time for amusement, Mr. Fraser. It is time to find your fiance's killer. Did you know what her plans were for the evening? She said she was having dinner with her sister. Yet, Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know. Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? I spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No, I often take work home with me.
Therefore, you have no alibi, Mr. Fraser. That's right. But that doesn't make me a murderer, Mr. Poirot. I would like you to leave now, please. Wieso kriege ich das immer nicht hin mit den Kackis, ey? Ah, I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, is all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Wenn die Augen kein bisschen zum Charakter passen, ja. Es gab einen geflochtenen Seidenschal. Hatte Donald ein Motiv für den Mord? Sie ging häufig aus. Hat kein Alibi. Er war sehr verliebt. Er war ein gewalttätiger Mann. Donald hatte ein Motiv, um Betty zu ermorden. Eifersucht. Hat Donald ein Alibi? Nein, er hat keins. Donald hätte am Strand sein und Betty ermorden können. Hatte Donald ein Motiv für alle Morde? Nee, ich glaube nicht. Donald hat vielleicht Betty ermordet, aber er hat kein Motiv für den Mord an Miss Asher. Genau. Was jetzt? An den Tatort zurückkehren. Okay. Also es ist schon anders, so, als die anderen Spiele. Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. Wait. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Japp to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. Haben Sie die 50 freizuschaltenden Trophäen schon gesehen? Nein. The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Both of them walk slowly to hut number 6. Miss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a code. Warum versteckt sie einen Code? Warum sollte er ihr den Gürtel ausziehen? They keep walking. Then she removes her belt. The murderer moves behind her and then attacks her by surprise. The body falls, lifeless, on the sand. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Okay. Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by timing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. Mon cher. Let's go. Let's go back to London. Er ist Betty Banners Verlobter. Er hat kein Alibi. Er war eifersüchtig und brauste leicht auf. Er mag White Horse Whisky.
Ui, ui, ui. Was machen wir denn, wenn wir heute das Spiel This is durchspielen definitely where the sollten? photo I found in the hut was taken. Und wir keine Losung gemacht haben. Wir sind gerade mal bei 3 Stunden. Ich weiß nicht, ob wir es, aber... Synapse. Ich habe die Trophäe Right, back to Synapse London. bekommen. There is nothing more for us to do here. Ja. Let's go. Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. Oh no. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Also, zur Not kannst du die Losung auch nächste Woche direkt am Anfang starten. Ja, dann müssen wir aber warten. Also, weil dann muss ich halt, kann ich das Spiel aber dann erst installieren, wenn es gelost wurde, ne? Hastings' photo album. He is very proud of his bag. Aber ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder am Sonntag für den nächsten Freitag. Sussex, population 24,703. Ich weiß nicht, ob Sonntag gut ist, weil nicht jeder Sonntag... Also, ich mag das gern, dass die das an dem Tag... Also, dass die es vorher wissen, die Leute. Vielleicht mache ich es dann einfach davor und dann wird halt das Spiel installiert. Aber dann weiß ich halt nicht, wie lange ich warte, bis wir dann spielen können. Daily Flicker, July 30, 1935. ABC affair, no progress. The alphabet murderer is still on the run. Ever since the police found the connection between the Bexhill and Andover affairs, the inquiry has barely progressed. In this issue, we are publishing provocative letters sent by the killer to Hercule Poirot. Unfortunately, they have not yet helped to find him. Daily Flicker, July the 26th, 1935. The Bexhill Horror. Young maid strangled on the beach. Killer struck at midnight. Zukünftig kannst du ja 2 Spieler auslosen lassen, damit du im Notfall schon ein weiteres hast. Das nächste, bevor das nächste nötig ist. Aber ich weiß nicht. Ich hätte mich vorher, das Problem ist, dass ich nicht vorher geguckt habe, wie lange das geht. Sonst hätte ich heute eine Losung gemacht. Nochmal, so dass die Leute Bescheid wissen. Weil ich habe ja auch Wimmelbildspiele zum Beispiel in der Liste und die sind ja... It is not a good time. Die sind ja auch nicht so lang, theoretisch. Ich will nochmal in den Spiegel gucken. Ich will gucken, ob meine Frisur sitzt. Ich glaube, 2 Losungen an einem Tag mache ich, glaube ich, nicht. In
Miss Hastings tore the envelope. Was? Die Adresse auf dem Umschlag ist falsch. Der Mörder hat White Horse Mansions geschrieben. Ist das ein Fehler? Hastings hat den Umschlag zerrissen, in dem der Brief des Mörders steckte. Er hätte ihn wenigstens nicht auf den Boden werfen müssen. Not known at White Horse Mansions and White Horse Court. Try Whitehaven Mansions. Poor Mr. Poirot. Not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps? Let us see if you can do any better this time. This time it is an easy one. Cheston on the 30th. Do try and do something about it. It is a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. ABC. Okay, ich weiß nicht, warum ich jetzt den Briefschnipsel habe, aber jetzt habe ich den... It is not the right time. Was ist denn mein Plan? Ich will noch nicht gehen. Scotland Yard anrufen. Achso, ich muss telefonieren. Oh, warte, nein, ich will nochmal Windy machen. Ah, jetzt ist es besser. Ah, some cool hair. Ja. Hello, chap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Cheston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. Unu? Unu, was nun? Den neuen Brief mit den anderen Briefen vergleichen. Ah ja. It is not a good time. Was? Aber ich muss doch die Briefe vergleichen. Poor Mr. Poirot. Not so good. I'm very confused. Sind die Briefe hier hinten oder was? Waren die Briefe nicht vorher dort? Oh, er ist am Packen. Nee. Er packt unsere Koffer. Ich bin verwirrt. Kannst du mal bitte hier irgendwo hinlaufen, Junge? It is not a good time. Ich weiß nicht. It is not a good... Aber ich soll doch die Briefe vergleichen. Hä, wo sind denn die anderen Briefe? Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Hastings' order and method are always necessary, regardless of the circumstances. Okay. I'll let you pack them. All the Leave same, it to me. it really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. Zahnpasta, nicht zugedreht, nicht geschützte Flasche. Voila. It only took a minute. Poirot, you were right. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does.
Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Das war ein voll schweres Rätsel. Ja, das stimmt. Das war nicht einfach. Schneeflocke. Ich bin eine Schneeflocke. Okay, darf ich jetzt bitte hier zu den Dings hier... Hallo. Finali. Right. Let us compare this new letter with the second one. Dann schmilzt du aber bei dem Wetter. Let us examine this more closely. Ja, hier ist wieder das I. Da, das da. Hallo. Ah. Bin verwirrt. Achso, muss ich den noch mit dazu packen? Ja. Certain characters in the two letters may have similar defects. Für Chief Inspector Zuckermause gibt es keine schweren Rätsel. Yes, this eye is weird. Oh, gucke, da ist es Yes, auch nochmal. the eye. Ja. I have to find some other similar. Ja, ich weiß. Hier ist wieder das A. Yes, the. Und da. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some. Ja, ja, und dann ist hier das W. Ja, W. The W is not printed properly. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Again. Let us now try and get our brain cells to work. Okay. Aktiviert eure grauen Zellen, Leute. Warum kommt die Benachrichtigung des Mörders so spät? Der Brief wurde wegen einer fehlerhaften Adresse zu spät zugestellt. Okay. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Poirot, the telephone. It must be Jap. Ja, ich gehe. Warte, ich muss mich nochmal kurz im Spiegel betrachten und dann... Oh, ja. Okay. Nicht sehr gut aus. Ich kann hingehen. Ja. Hallo? I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. No. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. La, flupp. Herzlichen. Was? Och, hübsch. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon.
Er ist ein Facharzt, ja, für Halssachen. Die beiden waren krank und hatten irgendwie alle was mit dem Hals, die beiden Mädels. Die beiden Damen. Jab has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Ein Ring. A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. 1587. Pocket watch. Pockets. An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Hey, warte, ich war noch nicht fertig. So, An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. ich gestehe, ich habe ihm auf den Po geschaut, als er sich im Spiegel bewundert hat. Und er ist ganz schön üppig. Also echt. Sag mal. It is pointless. It is pointless. Okay. Hallo? Hallo? Wieso kann ich hier nichts machen? Hä? I'm confused. Nothing appears to be missing from this wallet. Jetzt ging's. Sir Michael Clark ist ein pensionierter Arzt-Spezialist für Halsbeschwerden. Ich sage, er hat irgendwie hängt er mit denen zusammen. I guess. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Na, was hat er wohl da offen? Tristan. An ABC guide. The murderer. Ups, diesmal hat er es mit Blut durchnässt. Sorry. I was too fast. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. Mal wieder. Wo habe ich was gefunden? I don't know. Den Tatort untersuchen. A Busch. Und noch mehr Busch. Da ist irgendwas, oder? The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. This place is very calming. Ja, ne, wegen dem, was? Wegen dem malerischen Felsen. Dem Kaninchenbau. Und den Blumen. Den wilden Blumen. The sight is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Wegen dem Kaninchenbau? Herzlichen Glückwunsch, ich bin Falkenauge. Quack, quack. Immer noch den Tatort untersuchen. The sight is exceptional. Okay. What did I miss here? The bush. Was habe ich? Aber hier habe ich doch alles abgecheckt. Hä? Und bei ihm habe ich doch auch alles, oder? 4 von 4.
Was habe ich also vergessen? I'm not going to leave now. Still. Okay, ich muss noch Indizien finden. Dann gehen wir einfach in die andere Richtung. Kein Thema. Hallo, kannst du mal ein bisschen weiterlaufen? Er läuft nicht weiter. Hä? Ah, was ist das hier? The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. Ich finde es sehr witzig, wie er das immer sagt. Now let us try and get our brain cells to work. In welcher Position war Sir Carmichael, als er ermordet wurde? Der mit Blut beschmutzte Bereich hat eine konische Form, die sich vom Strauch entfernt. Die Leiche war noch warm. Ich verstehe nicht, wie ich daraus erfahre, in welcher Position er war. Ha? Die Leiche wurde vor dem einzigen Strauch gefunden, den es in der Landschaft gab. Sir Carmichael drehte dem Strauch den Rücken zu. Aha. Okay. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Wie er das aber auch immer wieder sagt. Hat Sir Carmichael seinen Mörder gesehen? Das Opfer lag mit dem Rücken zum Strauch. Niedergetretenes Gras hinter dem Strauch. Sir Carmichael ist gestorben, ohne zu sehen, wer ihn geschlagen hat. Hä? Geschlagen? Ich dachte, er wurde wie er angeschlendert kommt. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Wieso hätten wir sagen können, dass er was geklaut hat? Also ja, da fehlte ein Schlüssel, glaube ich. Auf seinem täglichen Spaziergang wurde ihm die Kehle durchgeschnitten. Den Bruder des Opfers befragen. Warte, nee, ich kann ihn noch I had nicht. better go up to Comside. Ja. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Er verträgt keinen Tee. Aha. It is not the right time.
There Was is ist mit dieser something elegant Dame? about her. Sie ist elegant, weil sie diesen Drachen trägt. Und diesen Lippenstift. Und diesen Mantel. Aha, aha. Es ist eine Bluse, okay, für mich She ist ein has Mantel. good taste, except perhaps in her choice of jewelry. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. Was? Nein, ich habe dich gerade mal untersucht. Ich wollte doch mit dir... Okay. It is a once-in-a-lifetime opportunity to question him. It is a once... Ich will ihn aber abchecken. Hastings does not like very hot tea. He's going to blow on his cup for a good while before drinking. It is not the right time. My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. Du musst da ein bisschen mehr durchgreifen, Mausi. Verdächtige und Zeugen kommen und gehen und du lässt sie einfach gewähren. So löst du den Fall nie. Ja. Hervorheben, dass Franklin verdächtig ist. Hervorheben, dass Thora verdächtig ist. Fragen, ob die Dorfbewohner Bescheid wussten. And did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Miss Clark. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Oh, wie verdächtig da steht. Wer ist die Spuk? Was ist das? Comside's private collection. Purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. A tiger. It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. A crane? Jeder hat was anderes, ne? A dragon. Ja. A turtle. A turtle. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. Oh, oui. Was haben wir? Sir Carmichael Clarks kleiner Bruder. Er wusste nicht, ob sein Bruder Feinde hatte. Er ist ein Verdächtiger. Und Thora. Sie ist Sir Carmichael Clarks Assistentin. Ah ja, ah ja. I'm not going to leave now. Okay. I'm not going to leave now. Da ist schon wieder ein Drache. Gucken wir mal, was wir hier finden. Ah,
Überlegung. The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Turtle, the dragon, the crane and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Oh, warte, da muss ich erst nochmal rot, weiß, schwarz und blau. Wartet, oben war rot. Oben war rot? Oben war rot, okay. Rot, weiß. Ja, passt. Schwarz und blau. So? Oh, welche Überraschung, eine Rätselbox. Wie außergewöhnlich. Damit hat ja wirklich keiner gerechnet hier. Keiner wusste, was passieren wird, ne? So, wartet, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen. Kann ich nicht zurückgehen? Ja, dann muss ich das nochmal machen. Alles gut. Wartet, ich muss nochmal kurz hier gucken. Der Drache ist... Ah, warte mal. Der Drache ist rechts. Der Kranich unten. Ich glaube, das hatte ich falsch rum. Der Tiger ist links. Oh, warte. Wir gucken uns erst das hier an. Kranich, Drache. Tiger. Schildkröte. It's locked. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Turtle, the dragon, the crane and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Ja, aber dann habe ich das doch eigentlich richtig gehabt. So hatte ich es doch. Ach, da sind zwei Dinger. Oh mein Gott, sehe ich jetzt erst. Hey. Nee, warte mal. Waren die nicht eher so? Was stand da? The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Each cardinal point is associated. Was mache ich gerade falsch? Nie. Jetzt sind sie doch alle zu ihm gedreht, oder nicht? So sind sie ja alle von ihm weggedreht, oder?
Ich bin verwirrt. Was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Ich verstehe es nicht. Niemand eine Idee? I don't check it. Die Farben passen doch. Rot, weiß, schwarz und blau. Hallo. Voll gegessen? Oder hast nicht wieder nicht? Okay. Ich sehe dieses Rätsel nicht. Ansonsten ganz okay. Ja, man kann ein Indiz benutzen, dann macht er automatisch einen Schritt. Aber ich musste vorhin googeln, weil ich es einfach nicht geschnackelt habe, was die wollen. Jetzt schnackel ich es auch nicht. Prost. Nochmal zum Buch. Ja. Was soll ich beim Buch machen? Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Was ich halt jetzt gedacht habe, vielleicht, dass die Farben nicht passen, ne? Also, das hier, dass das so sein müsste, weil Drache Feuer, Schildkröte Wasser, Kranich Luft und Tiger Schwarz, Erde vielleicht, keine Ahnung. Aber ich weiß, irgendwas fehlt. Irgendwas verstehe ich nicht. Also entweder muss es so sein, wie es bei dem auf dem Tisch war, oder so, damit die Farben passen. Aber dann verstehe ich immer noch nicht. Oder, wartet mal. Vielleicht muss es auch so. Ich muss die Farben noch ändern. Aber dann ist da grün, das passt auch nicht. Nee, es muss schon so, glaube ich. Ich verstehe es nicht. I don't understand. Ich dachte jetzt, vielleicht müssen die rechts, also müssen die Figuren so sein und ich muss die richtigen Farben nochmal anders setzen. Zum Beispiel, dass Rot halt auf der Seite ist. Aber ich glaube, das geht nicht. Das geht doch. Hier geht's irgendwie nicht. Seht ihr das? Da ist nämlich grün. Warum ist da grün? Ich verstehe es nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Was war das mit den Vasen? Welche Vasen? Vasen? Was? Vasen? Vasen? Wo jetzt? Draußen? Soll ich verlassen? Meinst du das hier? There are some very valuable objects here. Nani?
Da passiert nichts. Ich hasse es, wenn du irgendwie was untersuchst und es passiert einfach nichts. Compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa 210 BC, purchased in Hong Kong 1935. Ich bin verwirrt. Woher wusstest du, welche Tiere auf welche Seite? Oder war das geraten? Nee, ich bin von dem hier ausgegangen. Und für mich war der Drache rechts oder ist der Drache oben? Weil wir von hier aus dran gucken. Nee, aber wenn ich davon... Oh! Oh! Seht ihr, wie rum der Drache ist? It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. Wartet. Oben muss der Kranich sein. Links ist der Drache. Rechts der... Oben Kranich und links der Drache. Okay. Turtle, the dragon, the crane and the tiger. Ja, ja. I think I've already seen this motif somewhere. Also, oben ist der The Kranich. position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Waren die so? Viele Puzzle, die in diesen Mordfällen involviert sind? Ja, definitiv. Es ist krass. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Das hätte ich mir nochmal angucken müssen. Ne? I think I heard a bang. Could it be this cupboard? Oho! This is interesting. Oh ja. Da fehlt ein Messer. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Bist du dir sicher? Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, ComSci Churston, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Okay. Here's Miss Gray. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Sie haben uns Indeed, mitbekommen, mademoiselle. dass das offen ist, der This Schrank. porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. Ich habe chinesischer Schnurrbart. She appears to be very flustered. Warum haben die alle verschmiertes Make-up? Sie hat glänzende Augen. Schnellen Atem. Oh,
Oh, was ist mit ihrer Brosche passiert? Hä, wo ist ihre Brosche hin? Just a minute, please, Mr. Poirot. Teilweise verwischter Lippenstift. She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Die hat auch ihre Brosche ist weg. Here? Teapot with black dragon, Gangshi period, end of the 17th century. Oder sie hat It is a rare geweint. piece with unusual colours. I You have a don't good think knowledge so. of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. And sometimes, he used to give you a piece as a gift. Is that right? Gift? What do you mean? I am referring to your brooch. This old brooch? Mademoiselle, you know perfectly well. I am talking about the magnificent brooch you were wearing earlier. Yes, you're right. Sir Carmichael did give it to me. He valued my work. How could I refuse? He would have been offended. Mhm. Why have you taken it off? I don't understand, Mr. Poirot. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Cumside. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. Ich frag sie jetzt. Am I right thinking that something is going on between you and Franklin? How dare you ask me such a question? Mademoiselle, it is difficult to hide things from me. He kissed you earlier, did he not? My goodness, with Sir Carmichael's death, I was feeling so awful, so worried. I was unable to resist. I am not judging you, mademoiselle. Miss Grey, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. 11 Ego-Punkte. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Grey at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Was denn los? Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Ach mal sie. Wartet mal, ich muss mal den Joghurt abdecken, damit er nicht dran geht. Nein, hör auf. Aus. Auf mir mal deinen Schweif ins Gesicht zu werfen, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Er wartet. The old man walks quietly along the gravel path. Then he turns towards the sea to gaze at it.
The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Aber so hat er das nicht dahingelegt. Er hat wieder die Everything Seite appears to aufgemacht. match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Ist er der Typ, den wir suchen? Oh, just a minute. I'm getting dressed. Alexander Bonaparte Gast. Gast? Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes. Indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. I'm sehr confused. Ach, guck mal, I das should sind take alle. advantage of the silence to examine them. Sie haben einen veränderbaren Gegenstand erhalten. Wählen Sie dafür einen Gegenstand in Ihrem Inventar aus. Klicken Sie auf das Symbol. Es ist nur dann zugänglich, wenn eine Veränderung möglich ist. Ha. Nani? Habe ich das? Okay. Und jetzt? Okay. Fragt mich nicht. Sie ist weise. Sie kümmert sich um Lady Clark und verabreicht ihr regelmäßig Morphium. Er hat Gefühle für Thora. Okay. Guckt mal, wie sie ihn wieder anhimmelt. Was ist hier los? Warum kann ich nicht jeden beobachten? Ich kann aber nichts machen. Das nervt. Manchmal ist es so buggy. Sie hat sich voll hübsch gemacht. Seht ihr das? Wieso kann ich nichts machen? Ah, okay, weil ich das offen hatte. She appears to have taken more care with her Ja. appearance than the last time. Ja, sie ist geschminkt. Da. Oh, sie trägt Ohrring, okay. Sie trägt eine Kette. Die hat sie auch beim letzten Mal getragen. Sie schaut Donald die ganze Zeit an. Okay. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Natürlich.
Er sieht dafür nicht so gut aus. Donald is always on edge. Sag mal, hat er sich rasiert und dabei die ganze Zeit geschnitten oder so? Er hat immer noch Augenringe. Bin verwirrt. Hä? Leave me alone. Leave me alone. Geballte Hände? Sind geballte Hände nicht was anderes? Oh, da war Rasierschnitt. Ja, mehrere. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. Sie wirkt auch ein bisschen nervös. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. Sometimes Das war die Beobachtung. Okay. the song says, sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Aha. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. I ought to concentrate on my guests. Der arme Kerl wird die ganze Zeit lüstern von der Frau angeschaut. Das macht I ihn wish to richtig thank you all fertig, for begehrt coming. zu werden. Ich fühle mit ihm. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Megan, dear girl, please be patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard? Did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behaviour. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. Bin irgendwie verwirrt. Ist der Mörder clever? Sie wurde zu einer Stunde getötet, als die Straßen voll mit Menschen war. Das ist ganz schön gewagt. Der Mörder hat Methode und bereitet seine Verbrechen gründlich vor. Er vergisst nie, seine intrigante Unterschrift zu hinterlassen. Ohne das ABC-Kursbuch hätte ich Miss Archer Mr. Fraser verdächtig. Indem der Mörder seine Verbrechen unterschrieben hat, sorgt er dafür, dass
Okay. Das ist es nicht. Er ist brillant. Kommen wir auf diesen Mord zurück, was? Ist der Mörder selbstsicher? Ja. Ja. Nein. Ja, weil er weil er zu gewagter Stunde hingegangen ist. Ist der Mörder ein Verführer? Er verführt. Mag der Mörder Züge? Ja? Tschu-tschu. Ich mag Züge. Der Mörder impulsiv. Er ist kalt. Ist der Mörder großzügig? Ja. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see, I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Das war ein super merkwürdiges Treffen. Fruitful. Super merkwürdig. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Ja, mal mit seinen kleinen grauen Zellen. Let us now try and get our brain cells to work. Was haben die Opfer gemeinsam? Halssache, Halssache. Medikament gegen Husten, das da. Hals. Alle Opfer hatten Halsbeschwerden. Ja. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Esel. Ich habe die Trophäe kleiner Esel bekommen. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I've to take Miss Grey to the station to see our lawyer in Torquay. Are you going on holiday, mademoiselle? Not exactly, Mr. Poirot. Miss Grey very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark.
Have a nice trip, mademoiselle. Ich werde hier einfach alleine gelassen? Interessant. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Okay, na gut, dann... Da bekommt sie einfach kleiner Esel frech. Das Spiel wirft einem die Trophäen einfach hinterher. Ja, ich habe sie noch nicht so ganz verstanden, die Trophäen. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Ihr geht's aber irgendwie nicht so gut. Sie kümmert sich um Lady Clark, verabreicht ihr regelmäßig Morphium. Sie reagiert auf Franklin Clarks Annäherungsversuche. Are you alright, my lady? This poor woman is very ill. Was heißt geballt? Ich dachte mal, This woman geballte... is suffering. She is in no state to have a conversation. Ich dachte mal, das heißt das. Das heißt geballte Hände? Also das, was die Frau da macht, ist nicht geballt. Ich bin sehr verwirrt. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Hä, na, aber ich kann doch nichts machen. Er hat doch gerade gesagt, dass es kein Gespräch mit ihr geben kann. Will er mich ein bisschen It would verarschen? be rude to make Lady Clark wait any longer. Mr. Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Im totally confused. Hallo? The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Grey be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Sie kann doch nicht einfach... Hä? Sie kann doch nicht einfach jedem so erlauben, dass die die Spritze geben. Here is the skeleton key. Was ist denn das? April 1925, Aceh Province, Sumatra. Sie ist die Frau des Verstorbenen. Sie hat Krebs im Endstadium. Ihr bleiben nur noch wenige Monate zu leben. Woher kriege ich denn die Spritze? Das hat sie mir irgendwie nicht so recht gesagt. Lady Clark is in pain. I have to give her an injection of morphine to ease her suffering. Aber wie? Wo? Warum? Was? Das wurde nicht gesagt.
Muss ich hier dran oder was ist der Plan? It is not the right time. Lady Clark is in pain. I have to give her an injection of morphine to ease her suffering. Ja, ihr habt mir nur nicht gesagt, wo. Lady Clark. Lady Clark. Ach, halt die Gusche, Mann. Lady Clark. Wo? Wie? Da? Lady Clark is in pain. Oh, der Mann macht mich wütend. Ah, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. Thank you. You asked for me, chère madame? Yes. Yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Grey. Miss Grey? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go. Immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. Oh. Ist sie eingeschlafen? Ah ja. Sie reagiert auf Druck von Lady Clark, verlässt sie Coomside. Okay, kann ich mich jetzt hier überall umgucken, bitte? Lady Clark wecken und weiter befragen. Nein, niemals. I've finished with this subject. This subject would probably be useful to me. Ein Bronzekamm. Kann ich I've mich... finished with this subject. Okay, kann ich mir jetzt das hier noch nehmen? This subject would probably be useful to me. Ein Silberkamm. Ich habe ganz viele Kämme. The mechanism appears to be broken. I hope that Hastings will not be cross with me. Does not make any sound. Mhm. Helle. Zwei und drei, das heißt aber, mir fehlt die 1. Ich muss noch die 1 suchen. Ich brauche noch einen Kamm. Wo ist die Nummer 1? She's sleeping. I must find a way to wake her up gently.
Ach so, das war das. This couple appears to be having fun. Lustiges Crockett-Spiel. Lady Clark strahlend, Charlotte und Carmichael. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. Where am I going? This subject will probably be useful to me. Ich finde das komisch, dass er hierher geht, um auf der anderen Seite an dem Nachttisch etwas zu tun. So, also als erstes die Feder. Und I hope that Hastings will not be cross with me. Ja, ja. 1, 2, hey, 3. Das weckt sie wieder auf, statt sie noch mehr schlafen zu lassen. Okay. Oh, what are we talking about? Ah, yes. Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her. But for me, she was nothing but a hypocrite. Eine Heuchlerin? You're probably right, madame. You have seen through her. I'm so pleased that I've convinced you. Sie war eben dabei wegzuschnarchen und dann reißt sie die Augen auf und starrt sie. You are very harsh. Do not forget that the girl is an orphan. Yes, and she used the fact to get around men. Take Franklin. He's fallen for her sweet-talking charms. Oh, he's a lovely boy, very plucky and sure of himself. But so naive. Oh, when it comes to women. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Was? Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It would be best to leave her to sleep now. The telephone in the hall is ringing. Kann die nicht mal im Bettchen schlafen? Muss die mal in dem Sessel pennen? Was jetzt? Sagt die Ärztin, dass sie... Hello? Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent.
and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty often mine old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. Herrenhaus durchsuchen. How am I going to open this trunk? Let us examine it. Mhm. 1927. Ist das ein Code? Merken wir uns mal 1927. That does not appear to... Okay. Hey. Oh yeah. Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. Ach, echt? Miau. Was musst du tun? 31. Sieben. Was? Hallo. Nö, okay, keine Ahnung. 7:31 Uhr geht schon mal nicht. 28. Ja, mal da hoch. Hey, 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 hey. Annie? Was ist hier los? Warum passiert hier nichts mehr? Muss ich irgendwie verstehen, was die Sache ist? Ich kann nichts mehr bewegen, irgendwie. So, what is this sound? I should be able to open the trunk now. There we are. Was ist das für ein Schrank? A pile of books, including one about dragons. Nothing interesting. Why has Franklin put an Allen key inside his trunk? I'll borrow it for a minute. Nothing. Hallo?
Hätte ruhig mehr reinmachen können hier. Nee. Achso, das macht er von selbst wieder. Alle hol. Whiskey and other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes. Whiskey and other good... Whiskey and other good... Bin ich jetzt fertig? Ach so. An Allen key. It can be used in 5 positions. Aha. Okay. Endlich kommt mal ein bisschen Partystimmung hier auf. Hoch die Gläser. Was soll ich denn hier tun? Dreieck. An Allen key. It can be used in 5 positions. Ja, ich weiß. Mach, was ich dir sage. Poirot. So. Ganz ehrlich. Wer hat bitte so einen Schrank, Reisekoffer, was auch immer? An Allen key. Oh ja, halt. Nein. Another screw. Noch eine Schraube? Was? Also ich habe nicht so einen Reisekoffer. Ich will ihn. I need to sort it out. Ja, es ist verrückt. It is blocked. Warte, warum drehen sich jetzt so viele? Hä? Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Warte. Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. Also, das ist ein viel zu übertriebener Reisekoffer. Ein viel zu übertriebener Reisekoffer. Und was ist jetzt wo passiert? Wo ist jetzt was ist das? A signet ring? A signet ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. Ja, was? Australia.
I think the signet ring should be placed here. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Ach ja, wir haben uns Franklins Trophäen angeguckt. Wann haben wir das getan? Ich muss zurück. Man muss ganz oft zurückdrücken, bis das X auftaucht, damit man dann weiß, was man überhaupt machen muss. Also damit man zurückgehen kann. July 1920, Alaska Peninsula. Ich muss mir das jetzt nicht merken, oder? Was der alles erjagt hat. Und wann. February 1922, South Africa. Franklin appears to be very active. Eindrückende Sammlung. Okay, Tennisschläger, Tennisschuhe. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Mhm. Was ist das? In was für einer Welt leben die hier? A Chinese symbol is engraved on this metal disc. The position of this character looks right to me. That's it. This character appears to be the right way round. Ich finde, die Menschen hier sind alle ganz komisch. That's it. This character appears to be the right way round. Jeder von denen. Ich glaube, keiner von denen hat normale Sachen. Die haben alle irgendwas Verrätseltes. Like this, this character appears to be the right way round. Well, well. The characters engraved on this padlock resemble those engraved on the metal discs. Ja, aber woher weiß ich, was jetzt wohin muss, ne? Ach so. Ah, warte. Das erste ist dieses schräge T mit dem anderen T. Schräges T mit anderem T. Dann ein Dings mit einem T. Zwei komische Dinger. Oh, und ein Dach. At last, the cupboard is open. Juhu. Helmet, flask, and rifles. Franklin is very well equipped. The Railway Children, E. Nesbit. For Franklin, und Effie's Christmas, 1910. Genteel and wild, English countryside revisited. Revisited. Warum sehe ich immer erst die Rückseite? Traveling in China, a practical guide for English travelers. Was haben mir diese Infos jetzt gebracht? We will never know. This plate appears to be able... Ja, warte. Was?
The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's Ich denke, das Spiel will einfach nur unser Allgemeinwissen aufbessern. Ich will nicht das, ich will das hier nicht machen. Das hier will ich. Wer? Keine Ahnung. Hier ein T-Shirt. Keine Ahnung, was das für Pfoten sind. Das da. The Lion of Sumatra. Okay. I'm confused. The Alaskan Kodiak bear. Hello. The African kudu. Okay. Das sind die 3 Tiere, die wir gesehen haben. I heard the sound of a mechanism. Strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on a map. 1587. A signet ring. 1587. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much, hardly enough to justify a robbery. Eton College School year, 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Sir Carmichael Clark, Campsite Churston, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsinchasui, Kowloon, Hong Kong. Campsite, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for 1 more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. Charlotte Clark, Campsite Churston, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsinchasui, Kowloon, Hong Kong, Campsite, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me, starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have 1 year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from me.
So, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you were surprised. Carl will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Compside. Warm regards, Charlotte. Mhm. Aber was bringt mir der ganze Kram? Die ganzen Infos. Mag Thora Grey nicht und hält sie für eine Lügnerin. Keine Ahnung. Ach so, das war das. Okay. Also, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Ich glaube, hier bin ich fertig in dem Raum, oder? Ach ja, jetzt komme ich vielleicht an das Ding ran. The door is locked. Ja, aber kann ich... Hallo? This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. Oha, oha. No dust on the records from A to D. They've been handled recently. No known names. Disappointing. No dust on... No. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No known names. Disappointing. Aber ist es nicht schon eine wichtige Info, dass da welche angefasst wurden anscheinend? Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Ach so, ja, das Buch da. Compside's private... The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. Ich glaube, dass diese Dinger hier in diesen Tisch eingelassen sind. Ich dachte, das sind Teller, aber das ist in den Tisch eingelassen. Da ist die Brosche. Die Brosche. A dark dragon for a bright-haired maid. See. Mhm. Warte, ist das Messer? Already seen similar daggers. Ja, ne, das ist das Messer von da drüben. Tasklist stand da. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Mhm. Wir finden diese Infos, aber er redet dann immer nicht drüber. Das ist super irritierend. Das war nur das Ding. Hello. Compass, point to the south. Bronze and magnetite.
There are some very valuable objects. Order and method above all. Let us finish examining the mansion while no one is around. Bin ich nicht fertig? Was ist denn noch offen? I see some papers that were not there the first time I visited. Oha. Valuers report property. Build. Upsi. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? War zu schnell und habe es weggedrückt, so ein Mist. Valuers report property. Building land located in Comside, Churston client, circa Michael Clark, April 15, 1935, Court and Brunskill office. Okay. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Works for? So he is familiar. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. These daggers are only... Hä, was ist denn die dritte? Oh, ach so. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. Lady Clark, your wife is suffering from a... Ja, das haben wir ja auch schon I gelesen. estimate that Lady... Ja, ja. Alles untersucht? Nein? Order and method... Ah! What is missing? Kann ich mal im Spiel angucken? Ja, oh, meine Augenbrauen muss ich mal ein bisschen richten. Ja, okay. Hä? Nee, ich wollte nicht so. Was? Ah! I don't know what I missed. Ach so, hier das. The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Miss Thorogray, Comside, Churston, Devon. Arsenic trioxide thallium. Woohoo! I am not going to leave Comside now. I still have some things to do. Ich habe jetzt hier drin alles untersucht und jetzt gehe ich in den Garten. Okay. Wir lassen in diesem riesigen Anwesen eine Frau, die krank ist, ganz allein zurück. Where is the horrible smell of carrion coming from? Hat er extra seinen Hut aufgesetzt, ja? Geht er hin? Läuft er von selbst? Irgendwie läuft er von selbst. Oh, okay. Das ist ein sehr lauter Brunnen. It was probably the gardener who lit this fire. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject would probably be useful to me. Gebrannte Dokumente.
Nee, geh mal nach da. Oh. It's very windy. May you have peace, Carmichael. Charlotte. Ah, nein. Die Umgebung des Herrenhauses durchsuchen. Where is the horrible smell of carrion coming from? I would like to congratulate Clark's gardener. What symmetry! This wisteria is in full bloom. Okay, wo seid denn hier? This wisteria is in full bloom. Wo soll denn hier irgendwas Gammeliges sein? Something makes me feel uncomfortable. Mhm. Oha. Brown pellets. Revolting. Let us now try and get our brain cells to work. Ich bin noch nicht fertig. Was? Warum hat Thora persönliche Gegenstände in Combs Zeit gelassen? Warum hat Thora persönliche Gegenstände in Combs Zeit gelassen? Hä? Thora möchte nicht des Diebstahls bezichtigt werden. Ah, okay. Everything that Thora Grey has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brain cells to work. Ist Thora eine Giftmischerin? Hä? Also wir haben eine Gift. Sie hat Gift bestellt. Rattengift. Sie hat versucht, sie zu vergiften. I don't understand. Also, wir haben Thora hat einen Brief hinterlassen. Am Tatort war eine vergiftete Ratte. Thora hatte Rattengift bestellt. Lady Clark denkt, dass Thora Grey versucht hat, sie zu vergiften. In Dr. Logans Brief steht, dass Lady Clark nur noch ein Jahr zu leben hat. Lady Clark glaubt, dass Thora Grey eine Manipuliererin ist. Thora Grey hat nie daran gedacht, Lady Clark zu vergiften.
Aha, okay, sie hat das einfach falsch verstanden. Thorgray had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Nein, ich habe hier nicht alle Sachen gefunden. Ram pellets. Tut. The gardener does not follow the alignment. Tut. There, that's better. It is symmetrical. There. Hey. Oh, achso. Okay, ja, jetzt können wir gehen. Jetzt habe ich alles gemacht. Wir haben ganz viel unsere kleinen grauen Zellen angestrengt, Leute. Ganz viel Gehirnjogging. Sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Wieso setzt er immer seinen Hut ab und wo packt er ihn hin? Ist das so einer, den man zusammenklappen kann? Und dann kann man ihn in seine Jackentasche packen oder so? I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning. Achso. April 19. Ja, April. aktivierst du, bitte, kannst du, bitte. April. Ah! Ah, okay. Perfect. Nothing else is keeping me here. Eine Frau, die krank ist und jetzt allein. Die hält dich nicht hier, okay. Alles klar. Hello, Hastings. I have finished in Shurston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Der stand Mon Ami und er sagt my friend. Okay. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Oha. Was ist los mit dem kleinen Trinker? Einen ungarischen Schnurrbart, was auch immer das This heißt. man is tired. Er hat immer noch Augenringe, richtig? Ja. Guckt mal, er ist wieder unrasiert. Und trägt immer noch zerknitterte Kleidung. Oder wieder? Donald is short of sleep. And it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. What is wrong with you? So, lieber Mr. Zockermausi. Poirot, I don't know why I'm here. Was? Okay. So, liebe Zockermaus, ich verabschiede mich für heute. Wünsche allen eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Poirot nicht mehr so lange. Der arme Kerl braucht auch mal eine Pause. Niemals! Danke, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, wieder von dir zu lesen. Ich hoffe, der Stream war okay für dich. Und bis zum nächsten Mal. Habt du auch ein wunderschönes Wochenende. Und eine gute Nacht. Schlaf schön. Lass dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Prost auf dich. Und gute Nacht. Dankeschön. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. 3 nights in a row? Have a drink, and tell me about this dream. Tell me all about it. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face.
Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Wie ist Donalds Traum zu interpretieren? I'm not sure. Na, ich sage, dass er sie mag. Oder? Er ist müde. Er fühlt sich schuldig. Und er ist ein gewalttätiger Mann. Und er war sehr in Betty verliebt. Und er wusste, dass, nee, das hat damit nichts zu tun. Nichts davon passt, das verstehe ich nicht. Er mag sie. Gibt sich aber die Schuld. I do not understand. Das macht für mich keinen Sinn hier. Donald ist dabei, Gefühle für Megan zu entwickeln und fühlt sich schuldig, Betty fallen gelassen zu haben. Aha. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do? Du? This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Grey to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Ich fahre nicht gerne Zug. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size. Glasses. Dark suit and a felt hat. Not the sort of man you notice.
completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident, but he wasn't. You did not leave Churston willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. Are you planning on returning to Churston? Who knows what the future holds? Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd ask you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Okay. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Ich glaube, die Frau hat das einfach missverstanden von ihm. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Hätte Thora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Thora ist geblieben, um Carmichaels Geschäfte zu erledigen. Sir Carmichael stand Thora Grey sehr nah. Er hat eine Brosche geschenkt. Sie schätzt Franklin. Sie bleibt vage, was ihre Beziehung angeht. Sie ist eine Verführerin. Sir Carmichael fand Dings charmant. Okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein wildes Raten, weil ich irgendwie diese Aussagen zu der Frage nicht so richtig verstehe. Laura wollte heiraten und hätte es sehr wahrscheinlich geschafft. Aha. You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she is calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. Warum sagt er das immer wieder? Gibt es eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den Morden? Bettys Mutter bedauert, dass ihre Tochter das Geschenk nicht tragen konnte. Eine Kiste mit Kniestrümpfen.
Miss Ashers persönliche Sachen. Eine Kiste mit Strümpfen und ein Rechnungsbuch. Vor jedem Mord hat das Opfer oder jemand in seinem Umfeld Strümpfe gekauft. It's perfectly clear, Hastings. Perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill, and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest to Job. Was soll ich tun? Chap anrufen. Chap anrufen. Chap anrufen. Ruf Chap an. Und dann will ich endlich diesen Brief Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Let the hunt begin. Neuron, ja. Ich glaube, ich sammle ganz viele Errungenschaften. Oh. Doncaster. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Okay. Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Hastings, was ist da los? Warum bist du so? Machen wir das mit dem Brief. Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. Hä? Na, das sieht man doch. Wieso muss er das jedes Mal machen? Miniatursichten. Fortschritt. Okay. Wir müssen wieder uns selbst checken. It is now the right time. Okay. Es ist nicht die richtige Zeit. Okay. Let's go. Let us examine this more closely. Ja. Certain characters. Yes, this I. Tut mir leid, ich drück das jetzt weg, weil er immer dasselbe sagt. I have to find some other. Das ist irgendwie so ein in die Länge ziehen, ne? Yes, the A. That's right. The A. I have to find. Ich verstehe nicht, warum er das. Also, ganz ehrlich. The W is not. Of course. My theory was right. Ja, natürlich war die richtig. Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Bien, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes.
Yes, yes. Was ist los mit ihm? Warum ist er so? Er benimmt sich ein bisschen kackig. Now, down to work. What of this needs putting in order a little? Was ist der Plan? Ich verstehe nicht. This page is child's play. Okay. If you say so. It's so simple. So easy peasy, ne? This page is finished. That's done. 3 more to go. Okay. Das kommt hier oben. Das kommt nicht da oben hin. Doch, es kommt da oben hin. This page is child's play. Ja, laber nicht. Lass mich das hier machen. This page is finished. Hup. And that's 2 done. It's Ja. Ich wusste gar nicht, dass es um mehrere this Seiten piece should be geht. played. Ich dachte, es geht um eine Seite. Hey. This page is finished. Only 1 more. Keep going. This page is finished. All the pages are reconstructed. Wupp, wupp. Und jetzt? A bottle of solvent. A dry cloth. A dry cloth. Ja, ich will das bewegen. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr bewegen? Hä? Was? Ich nicht. A bottle of solvent. Ach, ich muss das da draufschütten. Ach ja, stimmt, hat The er ja cloth is gesagt. now soaked with solvent. Man sollte das auf das Ding machen und dann das da drauf. Got it! Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Comside. All right, but where did the person who burned them find them? Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis causing dysphonia. Advised to stop smoking. Alexander Bonaparte Cust. War wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Das ist der Typ. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Let us now try and get our brain cells to work. Ja, lass uns mal nachdenken. Woher stammen die verbrannten Dokumente? Hier.
Sir Carmichael Clarks Patientenakten wurden kürzlich erst gelesen. Die Opfer hatten Halsbeschwerden. Die Dokumente stammen aus Dr. Clarks Patientenakten. Ja. The burned documents are medical records, and without a doubt, they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C, or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the 2 victims appear on them? And who are the 2 other patients? These are very good questions. Die Nummer 4 ist der, Dick Dudley ist der... Dick Dudley Dunbar, bei dem Namen musste ich kurz lachen. Das ist der als nächstes drankommen wird. Aber warum er die alle tötet, verstehe ich noch nicht so ganz. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady, who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Komm mal her. Ja, hör auf mit deinem... Ja, du hast da Sachen hängen. Lass dich mal sauber kämmen. Hör auf. Naja. So. Ja, ist gut. Dick Dudley Dunbar. Warte, was stand bei Dick Dudley Dunbar? Das Black Swan Hotel in Doncaster. Ach ja. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Do your best, Jap. You can count on me. Hastings, everything is at stake. With a little luck, our main suspect will soon be under lock and key. So, has Cust been arrested? Yes, the Doncaster police are sending him by train. That is good news. But why so gloomy, Chief Inspector? Well, when I told the hotel owner that he was sheltering a murderer, he collapsed. He's dead? No, fortunately, but it has taken its toll on him. It has to be said that with his name starting with the letter D, he had every reason to fear Cust. I bet he was going to be the next victim. Chief Inspector, I believe that I share responsibility for this incident. What do you mean? I saw Mr. Dunbar's medical records. His heart was weak. I should have warned you. It's very honest of you to tell me that, Poirot. I appreciate your gesture. Please keep me informed of his progress. You can count on me. I'll do what's needed. I will visit him at his bedside when the killer is caught. That's typical of you, Poirot. We should focus on the next part of the investigation in order to avoid other incidents. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House. I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our number 1 suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you were so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own.
Und Hastings so, nein! Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst, Mr. Finch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. To und ein Marbury schönes Guest House, Wochenende. please. Also, das Spiel ist okay, die Rätsel sind ganz nice, aber so 100% überzeugend tut's mich nicht, ne? Marbury. There is a very pretty village by this name in Cheshire. Ich habe mir die anderen Sachen noch auf die Liste gepackt, aber ich bin jetzt unsicher, ob ich die dann noch mir holen sollte. It looks like I found the real master of this house. A kitty cat. There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. Guten Tag. How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Japp told me that you might be coming. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. Well done. You were right. He did go to Doncaster. So I was right to warn the police. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? Well, he's odd. Sometimes he coughs really loudly and complains that his throat is burning, and sometimes he talks to himself and stares into space. He told me that it was because of a wound he got in the war. His head hasn't been quite right since, he said. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Where were the stains on the shirt? On the collar and on the buttonholes. Cut used to travel for his work. Is that correct? Oh, it wasn't for pleasure. He was always unwell on trains. But he had to sell his stockings around England. I have to respect my engagements, he used to say. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No, I don't know. That was a while ago, you know. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah! I remember one thing. Bexhill's by the sea, right? Indeed. It is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Very interesting. Please continue. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. When did he start buying the newspapers? Let's see. I think it was just after the millionaire's murder in Churston. He didn't seem all that interested before that. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Also sie ist sehr erleichtert gewesen. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Hoffe ich. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it.
The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury. Hä? Für den Schlüssel. I have something to say to Mrs. Marbury. Okay, ja, ist ja okay. Kannst du ja machen. This woman appears to be in a good mood. Mrs. Marbury is in a good mood. She's working very precisely in producing incredibly thin peel. Haben sie die Kartoffel, die sie in der Hand hat, aus, als ob sie schwarz ist? Anscheinend habe ich Ihnen noch was zu sagen. Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexhill murder. Room 306 is Cust's room. Can you explain yourself? Yes, I remember. Just for one night as a favor. Mr. Cust was away, all my other rooms were taken, and poor Mr. Fishman had nowhere to go. It doesn't matter, provided that you remembered to change the sheets. Oh, do you think so? Okay. Da war also jemand anderes drinne. Vielleicht ist das dann doch nicht der. Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. This subject would probably be useful to me. Diethyl barbituric acid, Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. This subject would probably be useful to me. Mhm. How hopeful. This place is a real mess. Schreibmaschine. Leicht verschobenes Bett. Vernachlässigter Mantel und nicht aufgeräumtes Geschirr. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. So schlimm sieht das Zimmer doch gar nicht aus. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir da so... A long-bladed knife. A murderer's weapon. This subject would probably be useful to me. Wie wir jetzt alles einheimsen, ne, was wir finden. It's an ABC. Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. Did Cust drop it when he opened the window? Or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel.
Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. Was ist, wenn das jetzt nicht ist? I have to get the ribbon. How am I going to do it? The ribbon is jammed. I have to start by freeing it. Something is blocking the ribbon. I don't know. The right-hand heel has been removed. Okay. Machen wir das nochmal hier. Ja, The left-hand heel has been removed. Something is blocking the ribbon. Schläfst du schon? Something is blocking the ribbon. Aber was? Das Ding, aber was soll ich tun? Oh. And here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. Poor Mr. Poirot. All the letters announcing the murder. Was? Was? Oh. Ich habe irgendwas getan. War ich jetzt hier fertig? Ja. Ups. Wartet, ich habe das doch jetzt hier, ne? I'm quite sorry for you. It was. Ja, haben wir bekommen. All the main articles referring to the ABC case are here, from the Churston murder onwards. Nothing before that date. Most probably the basting dress repaired by Mrs. Marbury's expert hands. The Bexhill Daily paper, dated from the day of the Bexhill murder. Trousers, white shirts, everything has been washed very well. Wo befand sich Cust zum Zeitpunkt des Mordes? Cust war am Tag des Verbrechens wahrscheinlich in Bexhill. Okay. The register shows that Cust did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Cust bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. Okay. Was ist hier drin? ABC guys. Enough to sign about a dozen murders. It's closed. No problemo. Ich habe ein Messer. Ich kann This öffnen. knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string. Stockings. Stockings. Stockings.
Sie ist Alexander Bonaparte Gastvermieterin. Sie vermietet ihre Zimmer an andere Gäste, wenn ihre regulären Pensionsgäste auf Reisen sind. Sie hat gesehen, wie Alexander Bonaparte Gast sein mit Blut beflecktes Hemd gewaschen hat. Eigentümer des Black Swan Hotels. Er ist auf der Liste des Mörders. Er ist herzkrank. Den anderen haben wir noch nicht. Das Zimmer durchsuchen. Habe ich jetzt nicht alles durchsucht? The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Aber könnte er nicht irgendwas dahinter gepackt haben? Ha? This dark stain. It could be blood, but goodness knows how long it has been there. No use continuing the inspection of this room. I've seen all there is to see. Mhm. Let's go. Goodbye, Mrs. Marbury. Thank you for your help. Bye. Tschüss. Ah, Chief Inspector. I was about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cust on the counter. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crimes. There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. Warum kann ich mir das nochmal angucken? Was ist mit ihm los? Er macht einen Tanz. La la la. La la. Ich glaube, um in Bewegung zu bleiben. I had best talk to Jap. I've listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. Let us now try and get our brain cells to work. Unsere kleinen grauen Zellen aktivieren. Hatte Cust die Möglichkeit, die 3 Opfer zu ermorden. Er war in Churston am Tag, als Sir Clark ermordet wurde. Alle Briefe, die an Poirot geschickt worden sind, auf seiner Schreibmaschine verfasst worden. Er war in Bexley am Tag, als Betty Bernard ermordet wurde. Er bewahrt die Zeitungen auf, die über die Morde berichten. Er hat ein Messer, das aussieht wie das, mit dem Clark erstochen wurde. Er wurde nicht erstochen, er wurde aufgeschlitzt. Error, keine grauen Zellen gefunden. Er hat gelogen, was sein Reiseziel angeht. Custer war in Andover am Tag, als Alice Escher ermordet wurde. Er hat am Hals Blut. Er leidet an Bluthusten. Er war mit Blut beschmutzt. Er hat ABC-Bücher bei sich. Oh, ich hasse das. Ja, er hatte doch die Möglichkeit. Also er hatte diesen Brief. Er hatte ein Messer. Und er hatte die Dinger. Was ist nur das Richtige? Was ist das?
Muss ich einfach nur die 3 Dinger nehmen? Warte, das ist Kirsten bei Clark. Ah ja, Cust befand sich an allen Orten. Okay. Falsch gedacht hier. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Cust und dem Mörder? Er hat das, die Schreibmaschine und das. Er hätte diese Verbrechen begehen können. Ich glaube, er war es nicht. Ich glaube, es war dieser Fishman. Ist Custs Verhalten verdächtig? Schuldig. The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cut Sir Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes. Yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. Zeitung, was auch immer. Ich habe schon wieder eine Errungenschaft bekommen. Wir gehen nach Hause. Glaube ich. To Scotland Yard, please. Wir gehen zu Scotland Yard. Wir gehen nicht nach Hause. Ich sage, er war es nicht. Vielleicht wurde er beeinflusst, weil er ja verdingst hat. Aber ich sage, es war dieser andere Typ, der da einmal übernachtet hat. This man is not in good shape. Diese Frisur. Niedergeschlagene Augen. Nervöse Gestik. Glatze. Zerknitterte Jacke. Das sehe ich da null, dass da irgendwas zerknittert ist, ne? He is worried and very tired. And other police have been hard on him. What do you want from me? Good day, Mr. Cust. I am Hercule Poirot. Ah, you're the detective. Yes, I am the person you have been sending the letters to. I didn't write these letters. I've already said so. Très bien. You did not hide these letters. But the question remains, who did? Probably one of my enemies. I have many. I do not believe that you are capable of murder, Mr. Cust. I hope not. You suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. But
The army was the only place I didn't feel inferior. No questions, just orders to follow. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. Mhm. Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. No, never. Do you deny being at the scene of the crimes? So? There was no harm in being there. It was only for my work. You were seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot, but not for pleasure. I am terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards. Es sieht so aus, als hätten sie getippt, bevor sie sich selbst zugeschickt haben. Das beweist, dass sie der Verfasser sind. So it would appear that you typed them before sending them to yourself. I don't remember. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. Mhm. Was ist los mit ihm? Ihm geht's nicht so gut. Er lebt in der Pension. Er ist Haustürverkäufer von Strümpfen. Er war in jeder Stadt, wo ein Mord stattfand. He is prey to a terrible anxiety. Is it remorse? Or simply the pressure of the questioning and the train journey? Ah, ich soll ihn nochmal befragen, okay. He is in no state to reply. Wie soll ich ihm denn helfen? Take this. It will help you. Oh, I think I'll be fine. Let us see, Cust. Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Mhm. Warte, er hat die Morde begangen, er weiß aber nicht warum. Er streitet nicht ab, diese Verbrechen begangen zu haben, kann sich aber nicht mehr erinnern. Ich glaube, er wurde ausgenutzt. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Was machst denn du? Hör auf, bitte. Was weiß man über Custs Gesundheit? Er leidet an Bluthusten. Er hat Halsbeschwerden. Er hat Gedächtnisschwäche. Cust ist mental und physisch schwach. Das ist nicht gerade das Profil eines Killers. Gibt es Indizien, die nicht mit Custs Schuld im Mordfall von Justin übereinstimmen? Mr. Marbury hat Custs Hemd gesehen und Knopfleiste beschmutzt war.
Das? Man würde erwarten, dass das Hemd des Mörders an den Ärmeln, nicht an der Knopfleiste beschmutzt ist. Man beobachtet, aber... Aber was? Aber das Gegenteil. Gibt es Indizien, die nicht mit Casts Schuld übereinstimmen? Was gibt es Indizien, die nicht mit Casts Schuld übereinstimmen? Ich bin verwirrt, das verstehe ich nicht. Man kann sich seiner Schuld noch nicht sicher sein. Ach so, er hat erst später angefangen. Kann man unwiderlegbar sagen, dass Cast schuldig ist? Er hatte keinen Grund, sie zu ermorden und das. Unschuldig. I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Cast admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cast killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Mhm. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Then, with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. Das muss er nicht jedes Mal sagen. Hätten die das nicht immer einfach einblenden können? Hercule Poirots Beobachtung. In der Tat kommen wir auf diesen Mord zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder ihn perfekt ausgeführt hat. Blut war mit Blut beschmutzt. Oh, das war kein Vergnügen. Er war immer krank im Zug, aber er musste seine Strümpfe in ganz England verkaufen. Ich muss meiner Pflicht nachgehen, sagte er. Cast ist sparsam. Er behält seine Bleistifte und spitzt sie, bis nichts mehr übrig ist. Man merkt, dass er nicht im Luxus aufgewachsen ist. Die Armee ist der einzige Ort, an dem man mich nicht unterlegen fühlte. Keine Fragen, nur Befehle. Er war zögerlich und schüchtern. Für gewöhnlich treten selbstsicher auf. Ach so, Miss Marburys Aussagen. Cool, seine Beobachtung. Casts Aussage. Thora Grays Aussage. Ich hatte ihn schon vor einiger Zeit im Verdacht, aber er sah so unschuldig aus. Brille, dunkles Kostüm. Bin verwirrt. Was? Er ist unbedeutend. Okay. Ist Cast selbstsicher? Nein. Er ist beeinflussbar. Ist er ein Verführer? Ich glaube nicht. Er konnte manchmal wütend werden und mit den Armen rudern, aber selbst dann... Er ist ohne Charme. Das ist ein bisschen, aber ja. Okay. Mag Casts Züge. Nein, ihm wird davon unwohl. Der impulsiv. Er ist kalt. Der großzügig. Nein, er ist sparsam. Er ist geizig. Ja, okay. You see? Cast's character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character?
You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always. So we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. 24 hours. Ziel, nach Hause. Das hätten sie auch direkt machen können. Da muss ich nochmal einen extra Klick machen. To Whitehaven, please. Falkenauge. Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe 1 or 2 details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. Hastings den Revolver bringen. Wo ist der denn? Als ob ich wüsste, wo mein Revolver ist. So, erstmal im Spiegel wieder abchecken, ne? You never know. Es gibt immer wieder Ego-Punkte. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. I have to choose the type of bullets to load. The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. Hä, ich dachte, die weißen sind Platzpatronen. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. In den Platzpatronen? Wir Platzpatronen? What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. Ich wusste gar nicht, dass er ein Fach mit Waffen hat hier. Bildschirm. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used, it is almost new. Der Phone ist ringing, ringing. Oui. Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind, I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why have you brought us here, Mr. Poirot? Since Cust's arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Oh. Let us now try and get our brain cells to work. Warum hat sich der Mörder in der Adresse geirrt?
Der Mörder hatte Poirot immer vor seinen Morden in Kenntnis gesetzt. Der Mörder hat Poirot aus Fremdenfeindlichkeit herausgefordert. Die fehlerhafte Adresse hat zu einer verspäteten Zustellung geführt. Der Mörder hat Poirot für den Ruhm herausgefordert. Der Mörder hat Poirot herausgefordert, um einen Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren. Poirots Adresse ist nicht sehr bekannt. Hä? Aber das sind doch wieder Aussagen, die überhaupt nicht zu der Frage passen. Er hat den Fehler vorsätzlich gemacht. Warum hat der Mörder seine Briefe an Hercule Poirot adressiert? Er hat an Poirot geschrieben, weil seine Adresse nicht sehr bekannt ist. Is everything clear now? You might like to explain your reasoning again. Of course. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churston, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient. Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of a psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Was weiß man über Cust? Er ist beeinflussbar. Er wurde verletzt. Er ist mental fragil und manipulierbar. Wie lässt sich Custs Anwesenheit an den Tatorten erklären? Custs machte Direktverkauf. Ist ein Zufall, dass er die Städte... Okay. Der Mörder hat Cust manipuliert, indem er ihm die Städte der Opfer geschickt hat, um Spuren zu verwischen. Aber er hat niemanden ermordet. Er hatte auch Dr. niemals Clark's Zugriff zu Dr. patient's Clarks records Akte. provided a very useful list of potential victims, sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature
leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent cars to the towns where he was going to strike, so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from 3 completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? War jetzt nur ein Mord wichtig oder haben 3 verschiedene Leute gemordet? Aber die haben doch niemals alle 3 so... Also, sagen wir mal, es gab 3 Mörder. Und jeder wollte irgendwen loswerden. Wie haben die es dann geschafft? Haben die dann alle zusammengearbeitet, um den Typen dahin zu lotsen? Das macht doch keinen Sinn. Ich sage das Erste. Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at 2 potential culprits. Franklin Clark. Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. Erläutern, dass Donald bei Dr. Clark in Behandlung war. Erläutern, dass Donald in Churston war, um sich zu erholen. Erläutern, dass Donalds Agentur für Clark gearbeitet hat. Hat sie dafür gearbeitet? Warte, wir hatten die dort gehört. Ich glaube, das ist das hier. He works for Court and Brunskill, one of whose clients was Sir Carmichael. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it, and you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark? That's ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Okay, das habe ich irgendwie nicht erwartet. Brain cells to work. Aber ist das jetzt die Lösung? Oder hätte ich auch... Also, in der Tat, kommen wir auf diesen Mord zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder ihn perfekt ausgeführt hat. Megan mochte Donald. Er wäre Betty ein guter, immer aufmerksamer, großzügiger Ehemann gewesen. Ein wahrer Gentleman. Mr. Poirot, seit Betty tot, zweifle ich an mir. Ich weiß nicht mehr weiter. Und dann habe ich immer noch einen furchtbaren Traum. Streit war schrecklich. Betty hat ihm gesagt, dass sie vor ihrer Hochzeit frei entscheiden könnte, mit wem sie ausginge. Donald wurde ganz blass und fing an zu zittern und wiederholte das eines Tages. Er ist brillant. Ist Donald selbstsicher? Er ist beeinflussbar. Okay. Ist Donald ein Verführer? Er ist ein Verführer, denn er kommt gut, er hat Erfolg bei Frau. Ein Kurbesuch, vielleicht mag der Mörder Züge. Ja, er mag Züge. Er hat gesagt, da kann er gut schlafen. Ich mag Züge. Der Mörder hat Methode und bereist seine Verbrechen gründlich vor. Ist Donald impulsiv? Ja. Also er ist aufbrausend. Er kann schnell mal großzügig. Ja.
Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Und jetzt kommt raus, dass er es auch Let us nicht now ist. try and get our brain cells Und to am work. Ende ist es eine von den Frauen. Die Blonde vielleicht. Denn die hat uns, glaube ich, auch die ganze Zeit angelogen. Vage. Er ist ein Schüler. Laut seinen Lehrern war Franklin ein sehr begabter. Er ist brillant auch. Ist er selbstsicher. Schönrednerin verfallen. Er ist ein sehr tapferer, selbstsicherer Junge. Ja. Und naiv ist er. Ist er ein Verführer? Frohes neues Jahr. Es Dinge gut gelaufen. Charakterzüge. Also wirklich Poirot. Ich bin verheiratet. Was Miss Grey angeht und bereits keinen Kargen geworben. Ja? Diesen Verführer. Er mag Züge. Aber ist er kalt? Er ist kalt, okay. Menschen, die Züge mögen, können nicht schlecht sein. Er ist großzügig. Oh, die treffen alle zu. As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Mr. Poirot, your psychological studies are interesting, but your conclusions do not add up. Why would I have wished my brother's death? The inheritance is lawfully mine. I just have to wait. No, you had to act quickly. Because you are incapable of waiting. Really? Well, I am no murderer. You presented him as being a cold and patient schemer. Certes, normalement. But Lady Clark's imminent death precipitated events. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. So you hurried home from China, and you took action. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh no. You know perfectly well. That is not true. Eh bien voilà. Light has now been shed on the ABC murders. Your theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Ein Beweis erfinden, der in Alice Ashers Tabakladen gefunden wurde. Sagen, dass die Beweise problemlos gefunden werden. One thing proves it. The prints you left on Cust's typewriter. Enough. Oh, of course you wiped the typewriter before sending it. But not carefully enough. Scotland Yard has found your print along with those of Cust.
I understand why you never wanted to lend me your new typewriter, and why you were searching through your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother? Game, set, match. You win, Mr. Poirot. But it was worth trying. Das ist das Ende? Don't come near me! I'll never let you take me, Mr. Poirot. I'm sorry, Mr. Clark, there is no easy death for you. I expected your reaction, so I used blanks. I'm sorry, mademoiselle, but your second chance has been lost. Franklin Clark will never inherit his brother's fortune. Wir hätten ihn auch, hätten auch machen können, dass er sich selber umbringt, ne? Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Sie wollte also die Dame werden. Donald Fraser and Megan Barnard married. Mhm. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. Das war die Dame, Lady die Clark mit has drin saß, enjoyed ne? very good health ever since. Die mit ihrer Tante vom ersten Fall. Journal of an Innocent. The incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire. Even more popular than York Minster. Warum erzählt er das? Wir haben ihn nie getroffen, wir haben nie mit ihm geredet. Ah. Ich habe das Gefühl... Also es hätte anders laufen können, wenn wir ihn getötet hätten. Also er hätte sich selbst töten können. Und ich glaube, diese Beziehung untereinander, zum Beispiel, dass die zwei da heiraten, hätte auch nicht unbedingt passieren müssen. Ich glaube, es gibt irgendwie verschiedene kleine Abweichungen, kann es, glaube ich, geben.